Und damit willkommen zu diesem wunderschönen, wer baut schon ein Stream-Starting Soon Stream? Willkommen, was machen Sachen? Ich habe gerade schon gesehen, erstens sind wir viel zu spät, deswegen wir brauchen kein Stream-Starting Soon, wir brauchen nicht groß irgendwas umändern. Wir legen doch einfach direkt los. Ich sehe gerade, jetzt startet mein Stream, perfekt. Hallo, wie geht's euch allen? Sowas machen Sachen. Hallo Juju, hallo Elli, hallo Asira, hallo Jasmin und hallo Natascha, wie geht's euch? Sowas machen Sachen. Ich bekomme natürlich direkt von Asira ein Yumia-Bild. Ich habe die Technik endlich besiegt. Es sieht sehr, sehr schön aus. Me like. Ich sehe, jemand hat gestruggelt mit Feuerwerk, aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Me like. So, das bekommt ein Komet. So, hier. Hast ein Komet von mir bekommen. So, hallo Schipper, willkommen. So, ja. Ich würde behaupten, wir legen doch einfach direkt los. Bin ein bisschen not for broadcast. Hallo Yoshi. Warum durftest du Yoshi schon früher als meine Fähigkeit sehen? Was soll das denn? Ich bin entsetzt. Aber wir starten, ne? Wie war euer Sonntag so? Meiner war sehr nervend, aufreibend. Deswegen, wenn ich heute nicht allzu viel Energie habe, tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe aber mich random gestern dazu entschieden, mehr Spiele zu installieren, mehr Geld auszugeben. Deswegen, wir haben ein bisschen was zum Spielen, wenn ich die 50 GB von den Spielen mal downloade. Ich weiß nicht, warum ich nur Spiele gedownloadet habe, die 50 GB verbrauchen, aber das heißt aber, dass wir viel zu spielen haben. Wir haben ganz viel zum Spielen. So, jetzt muss ich erstmal, wo ist denn Not for Broadcast? Wahrscheinlich bei N, aber ich finde es nicht. Not for Broadcast, hier. Ich habe übrigens ein DLC für Not for Broadcast geholt. Das Halloween DLC, das momentan noch einzige DLC, was existiert. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich mir den Season Pass nicht geholt habe, weil da wären auch alle kommenden DLCs drin gewesen. Aber ist auch okay. Ah ja, stimmt, wir haben ja für Not for Broadcast eine neue Szene erstellt. Was ist denn mein Charakter da? Ratata. Und dann will ich das RG-Logo. Vielleicht sollte man erstmal kopieren. Warum ist man nicht immer hier drüben? Ja, aber überlegt, ob ich mich auf die andere Seite vielleicht setze. Setz mich vielleicht auf die andere Seite hierfür. Ja? Da hat man halt beide Dinge auf der anderen Seite. Aber ist das schlimm? Ich habe irgendwie das Gefühl, gestern hat man nicht so viel vom Spiel gesehen. So. Ein Montag war chillig. Naja, das wäre ja auch. Gewohnheit ist gleich besser? Nee. Gewohnheit ist gleich schrecklich. Ich habe bestimmt gesagt. Also. Ich mache nebenbei Chemie. Hoffe, das passt. Ja, also. Ich werde jetzt kein Attestpflicht haben. Nee. So, was steht denn hier? Ja, wir haben den... Alter, beruhig dich mal wieder, Spiel. Ja, Asira, ich habe eine neue Szene. Dein Perk funktioniert es leider nicht. Deine Problemlösung funktioniert nicht. Oh, ich hätte fast auf Beenden gedrückt. Ups. So, Zugang erhältst du im Spielmenü. Cool. Fortfahren. So, was haben wir denn? Weil hier haben wir extrem viele... Achso, das sind Herausforderungen. Okay. Kuschel. Oh mein Gott. Heißes Gerät, Kuschel. Alter. Die Namen hier. So, wenn wir auf Spielen klicken, haben wir die zwei hier, genau. Das heißt, die könnten wir jetzt auch spielen. Genau, die können wir beide jetzt spielen. Das freut mich. Aber das machen wir noch nicht, oder? Oder wollen wir das Halloween... Nee, das machen wir noch nicht, das Halloween-Event, oder? Das sehen wir uns für das Wochenende auf, ne? Also ist das Spiel laut. Fortsetzen. So. Ja, Asera kannst du auf RG Discord posten, ne? Der beste Discord auf ganz Discord. Okay, das hat ordentlich schnell geladen. Also ich glaube, eine Leiter, die es zu erklimmen lohnt. Ah ja. Okay, ich muss das Spiel wieder größer machen, ich verstehe schon.
Lol, sogar perfekt. Einfach fast perfekt. So. Gut, solange wie es keine Auswahlmöglichkeiten gibt, gebe ich aber durch, würde ich behaupten, ne? Weil ich bin mir halt jetzt nicht ganz sicher. Ja. Brauchen wir Story? Ich glaube nicht. Weil wir nur irgendwas mit gratulieren. Meine Mutter ging so. Der Regen hat mich bis auf die Knöchel durchnässt. Oh. Bei mir hat es geschneit. Sogar 3-mal. Alter, was ist denn jetzt los? Ein Zeichen der Dinge, die sich abnehmen. Das Einkaufen, das von der Sektion immer als lästige Pflicht erschien, ist die Musik zu laut. What? Es gelingt dir heute Abend fast alles zu beschaffen, was du für die Familie brauchst. Aber morgen wirst du wiederkommen müssen, um durch die Woche zu kommen. Beim Verlassen des Parkplatzes siehst du in einer Schlange, obwohl du... Stehst du in einer Schlange, ich verliere. Ey, ich kann nicht lesen, wenn ich fertig bin, deswegen nicht wundern. Obwohl du im Dunkeln nur schwer den Grund dafür erkennen kannst. Okay. Als das letzte Auto vor dir losfährt, erkennst du, dass ein Kontrollpunkt an der Ausfahrt für die Warteschlange verantwortlich ist. Ein freundlich dreinblickender Mann in einer Advanced-Uniform, auf der an mehreren Stellen BGZ draufgedrückt ist, kommt zu deinem Auto und klopft an der Fahrerseite gegen das Fenster. Guten Abend, es gibt keinen Grund zur Sorge, aber könnte ich bitte die Team-Mitgliedskarte sehen? Hat euch Sam nicht beide vor einer Woche dafür angemeldet? Alles ist in bester Ordnung, vielen Dank. Bald ist übrigens die neue Team-Lotterie. Da gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Der Bad strahlt, als er auf die Motorhaube deines Wagens klopft und dich weiterwinkt. Eine Einladung zum Ignorieren. Oh. Klar. Dann gibt es denn hier so viel Story. Es ist ein Samstag, einer deiner wenigen freien Tage und du hast das Beste daraus gemacht. Aber als der späte Nachmittag anbricht, siehst du die Einladung am Kühlschrank hängen, die dich anklagend anstarrt. Die Gala von Channel One ist ein verbindlicher Arbeitstermin. Bossman hat dir das unmissverständlich klar gemacht und er fügte hinzu, wage es nicht, zu spät zu kommen. Aber wir können auch gerne hingehen. Fang am besten an, dich zurechtzumachen. Du fragst dich, ob Sam dich fahren wird. 1 oder 2 Drinks können bei der erzwungenen Berufsvergesellschaftung helfen. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Du bist schließlich ziemlich gut in deinem Job. Natürlich bin ich das. Natürlich bin ich das. Eine nationale Newsnacht. Okay, ich glaube, jetzt dürfen wir wieder spielen. Yay! Darf ich? Nein, darf ich nicht! Das kann ich... Ja, doch, ich wusste, dass ich Alex Winston bin. Alter, zum Glück gebe ich das gerade. Das ist ja mal so viel Text. Der Geist, die Nervosität und Lobs überhaupt. Natürlich. Cool. Haben wir irgendwas gewonnen, scheinbar. Ich mag Schnee, der ist schön, kühl und entspannend. Aber es ist was anderes, wenn ich aus dem Haus muss. Oh. Nur gehagelt. Oh, Hagel ist nicht so geil. Diese Musik. Vielleicht hätten wir dort das Spooky Pack aktivieren sollen. Irgendwie. Ich wollte gerade fragen, was ist denn auf dem RG-Discord los ist, aber ich weiß, was los ist. Warum wird hier ein Thread erstellt?
Begonnen von des Strangle Yoshi. Alles klar. Die Hitzewelle. Coolio. Aber wir spielen es schon richtig. So. This is a staff announcement. This is Mr. Bozeman, your boss. Now that we have this newfangled tannoy system up and running, I wanted to take the opportunity to remind you all that we value productivity and attention to detail above all other concerns. Also, that the salami sandwich in the fridge is mine and mine alone. Bozeman out. Ich verstehe schon. But before that, let's take a quick peek at tonight's. I'm sweating like Peter Clement in an opera license here. Okay, we're working on it. What, someone to hose down So wir the jetzt hier so eine sun, Sprechanlage On haben. their wax wings. Das, was die draußen ab, nichts Neues, okay. Hat auch Hitzewellen gehen ab, Alter. Be in a better mood today. She's not even here. Yes, but he is. Our gun-toting handler. Who, Andy? I don't know what the fuck his name is, do I? So, ich weiß übrigens noch nicht, was hier rechts abgeht. Ich habe nur gesehen, dass in der Demo das schon scheinbar aktiv war. Aber ich denke mal, da werden wir noch zu kommen. Have we got any actual real news tonight? Well, the world's on fire. That good enough for you? Going in 5, 4, 3. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main headlines tonight. Siege mentality. The World Council today established a military blockade to enforce the unjust and Ernsthaft, ich sehe keinen Unterschied. now entering their 10th week. In a statement from Ich sehe Team literally Headquarters keinen a short Unterschied. time ago, Prime Minister Julia Salisbury issued a commanding response to this unprovoked escalation. Über dem B, das sieht freundlich aus. The World Council should make no mistake. This blockade and the illegal sanctions it seeks to enforce are an act of war and will be treated as such. Any incursion, however slight, into our territory will be met with swift and deadly force. You have been warned. Ich glaube, so ist das Falsche. Three's a crowd. It seems the celebrity of the decade might have been a touch busier than expected. In a photo leaked today, Ja, it aber appears the gut. union of football star Johnny Hamsleeves and his bride Tiffany Lamore may have had a few uninvited guests. Hundreds lined the street to celebrate with the happy couple. Eyewitnesses say a cheer went up as the blushing bride passed by in her carriage, shaped like a bacon sandwich, which is said to be either a protest against the meat industry or a mix-up at the carriage factory. In Sorry? it to win it, exciting news advanced today with the announcement of a new monthly prize draw for all team membership card holders. Every month, lucky winners from across the country will be picked at random to receive what Team HQ are describing as unique prizes worth more than money used to be. Take-up on the scheme has been much higher than expected, and if this lucky winner's delighted face is anything to go by, it looks like pretty soon everyone's going to have one. A bridge to Flard. After demanding sales leave them with a massive Flard surplus, Remington's Fist have had to find a use for their overflowing stocks. After the decision to ramp up production was met with public outcry, Sophia Remington has let slip the future for the overflowing flock of failed Flards. Hoping to recapture the public's imagination, Remington's Fist have announced a luxury island getaway called Flard Festival, described as an immersive luxury good, Flard good. experience on an island. This cryptic announcement has certainly raised eyebrows, with consumers asking questions like, but what even is it? And did you say an island? Oh, Captain, my Captain. Progress for the stranded scientists of Dante's Taint, as the captain leading their rescue mission is announced. The trapped team has survived the cave system for many months now, but hope is on the horizon as the expedition leader is announced by the Board of Underground Theoretics. Nur das Blaue A sieht freundlich respected aus. professional with decades of experience, training and knowledge, Captain Audrey Aerospace is said to be the only real choice Oh. to successfully save the troubled scientific excursion. Das An war das unfortunate falsche one to Bild. be sat next to at a dinner party or social occasion. Burning down the house? The camp put on high alert last night after disrupt terrorists set an emblematic fire in the heart of Parliament Park. Violent conflict broke out at the demonstration after a mob of so-called protesters from the radical group launched an unprovoked attack on community cohesion officers in attendance. With the methods of this increasingly violent rabble becoming ever more extreme, many are asking if the military should intervene. Colonel Phineas Mad Badger Ich hasse das mit Davis diesen of the Bilder 1st aus den Mounted meisten. Bastards Brigade said his men were, and I quote, oiled up and ready for action.
All this, and I'll be talking to some people with fascinating medical conditions. Ja, as gut, well Bild as ist endlich vorbei. one of the contenders in this year's Feline Football Championship and her proud owner. That's all up on tonight's National Nightly News. Ah, das mit den Bildern hasse ich echt am meisten. Gibt nicht, weil ich mehr hasse als diese doofen Bilder. Hallo LTA, hello. Oh Gott, was ist denn da oben bei Bild 2? But first tonight, our team of correspondents has been dispatched to every corner of the country to see how the people of this great nation of ours are coping with this unprecedented hot weather. First, let's go to Megan Wolf in Shining-on-Sea to see what this scientific community has to say. Megan, how's the weather there? It's absolutely glorious, Jeremy. Thank you for asking. I'm here with Dr. Anna Burns of the University of Princeford. Are you enjoying the weather as much as I am? Oh, yes, it's wonderful, isn't it? My eyelids are sweating. And you're part of a team carrying out a study into Da just kommen die what's Geräusche. causing this unbelievable heat. Is that right? Yes, that's correct. Yes, we want to be able to reassure the public once and for all that there's absolutely nothing to worry about and that they can enjoy their sunstroke and fossil fuels in peace. You sound very confident about that. Oh, very much so. I can say without any hesitation, there's really no Muss cause ich for das any denn concern machen? here. I've actually left my car running. Nee. So tell us about this experiment. Well, we take data from weather stations from all over the world, along with atmospheric samples, and we take all that and we feed it into this state-of-the-art computer, and very soon we'll be getting a high-tech readout of the results. Blimey, that sounds very fancy. I should just say, none of this would be possible without the generous support of Remington's Fist. This is all thanks to their unrivaled investment in our future, and may I just say, complimentary personal anecdote. Hallo, Natascha, hello. Here we go. And, as expected, everything is absolutely fucked. Hang on. This can't be right. Right, but obviously you said a second ago that everything is absolutely fine, so, you know. Well, actually, under concern level, it just says, why, God, why? We should be celebrating these wonderful results, I think. Yeah? We need to evolve gills within 40 years. You look thirsty. Here it just says, shit. Look at you! This is meant to be a celebration! Can't go around looking like that! Shit, There you go, shit, much shit. better. Can I just say thank you again to Sophia Remington for providing all of this? Everyone, we don't have long. Time is running It's out. running out, absolutely right. That is all we have time for. Abandon hope and return to the forest. There you are! Enjoy that. I'd like to thank Dr. Burns for just one opinion on the climate. The sea will reclaim us all. There you have it, Jeremy. Proof, if proof be need be, that everything is just fine. I'm Megan Wolf, here with science. Back to you. Megan Wolf there, attempting to do some actual news. Aha. Next, it's over to Robin Short, who's in Scritchford with some of the winners of this week's team membership lottery. Robin? Thanks, Jeremy. I'm here in Scritchford with Gary Failsafe, a janitor at the local school, and Amelia Jackhammer, an aspiring poet. Both of you were drawn at random from those who hold team membership cards to receive this week's amazing prize. How do you feel? Filled with fervent euphoria. Yeah. Yeah. And all that we had to do was fill in a quick form or two. Wow, that sounds so convenient, but we're all dying to know. What have you won? That's right, Robin. I've won dinner with Julius Salisbury at one Das of habe ich the vergessen country's gehabt. top restaurants. Ooh, swanky. And I've been invited to Peter Clement's house to help him dredge the gutter in. That's absolutely terrific. You must both be over the moon. I've written a poem about it. So, can you tell me about the moment when you first heard the news? Well, I was battling against a particularly difficult floater, probably one of the sixth formers, when the headmaster came and found me. I was involved in a similarly brutal conflict with a Irgendwie müssen wir heute particularly nicht so viel machen, kann arduous das sein? stanza. Aber ich denke mal, So diese you were Funktion both kommt bald. polishing turds. Ich denke mal, die Oh, I kommt don't bald. like to polish them. I like to keep them intact for my collection. Oh. How unexpected. I don't Aber ich kann ja nichts machen, also. I write poetry.
Potato, potato. So, Gary, Do you think... Ist das jetzt so ein langweiliger Test? Irgendwie so? there's no Also, harm weil in wir asking, müssen ja I nichts machen. suppose. Would you Bisher. like to hear one? No, thank you. Gary, when you signed up for team membership, was it in hopes of winning the lottery, or were there other reasons? I like a flutter, of course, but no, the boss said I had to sign up to keep coming into school. Very sensible. It's important to know who we're trusting around our children. Oh, I have an unpublished book of sonnets about children. Perhaps Oh you'd my like God. to hear one. No! Or an anthology of haikus on the death of innocence. I'd rather hear about Gary's turd collection. Really? I thought you might say that. Oh, No. Are you all right? yes, it's coming. It's inspiration and it's delicious. Wollt ihr auch mal? Ah. Today on the show, there's no news. Just a man who keeps multiple poos. Here, No. this big one's my favourite. See how it's fibrous, really lovely texture. Would you encourage other people to enter for their chance to win? Haben wir es bald, also bald fertig, oder? The national news lost its way when it covered some crap on a tray. Some of these are quite rare. Maybe that was unfair. And that's all we have time for today. Danke. Back to you, Jeremy. Thanks, Robin. What a lucky pair Wie they er jetzt are. aussieht, Alter. And finally in this segment, it's over to Patrick Bannon, who's gone to the smelliest town in the country to see how the unprecedented weather is affecting the locals. Patrick? Hello there, Jeremy. Hello, yes. Das I'm ging jetzt here mir live zu in schnell. Grizzleford, which has recently voted the smelliest town in the country. And I have to say that, you know, in this heat, the smell really is. I mean, it's something else. Alter, diese Geräusche. Barry Lardons, mate, you've lived here your whole life. How'd you put up with the stink? Well, we're just all very proud of our achievement, to be honest with you. You can tell that. Look at him, proud as punch. Do you know what it's like, son, being the second smelliest town? No, I don't. Living in the shadow of Arseminster, those smug fucks. But who's laughing now, eh? Say what, not me, that's for sure. So what happened, mate? Right, the good people from Remington's Fist came in and saved the day with their factory. You're talking, of course, about the newly built flour factory. Yeah, they gave us this big presentation on jobs and growth. But as soon as we heard about the stench, we paid them whatever they wanted to put it here. Does the stink not affect your life in every way, Barry? I mean, perhaps if you're filling in a tax return or completing the physical act of love. It's strong at first, but you get used to it after several weeks of your first bout of sickness. The judges were very impressed. So, what's Oh mein Gott. Nothing to worry about. It takes a few minutes before you develop any symptoms. Now, folk are saying something about the production line and how they dump carcasses directly into the water main. But I Oh, vielleicht soll ich nicht so viel zensieren. Probably a few valves on the high street. Aber man hört nichts, okay. Well, the first one is Good. asking stupid questions. Then folk experience a loss of inhibition. Off, do they? When was the last time you brushed your teeth, this stinking old tramp? When was the last time you brushed your teeth, this stinking old tramp? Next recording is a period of randomly bursting into song, followed immediately by delusions of grandeur. Hello, it's sexy Patrick Bannon, and he's wearing sexy shorts now. Oh my God, look at me. I'm like a stallion. I'm gorgeous. Why didn't you tell me? I should take my shorts Wir haben gleich noch off. 22 Uhr ernsthaft. Wo geht denn die Zeit hin? If you want. That will be the bout of undeserved self-confidence. Love the Bannon. Feel the Bannon. Oh man, what's the point? And the ennui. All that's left now are the hallucinations and unconsciousness. Nana Dotty? Is that you? Why are you made out of elbows? You know I don't eat opinions. Oh, don't worry, folks. Once he wakes up, he'll be just fine. We'll just find a place to stick him where it won't matter how many times he evacuates his bowels. Don't. Let it be. Stop it. That's all here from Grizzleford, a town that's really making a stink. I'm Barry Lardons. Back to you, Jeremy. Thanks, Barry. Endlich. With a naval blockade being set up around our coastline as we speak, when we come back,
I'll be talking to 3 members of the general public who appear to be here purely for medical reasons. Don't go away. Unless, of course, you've got something better to do. We'll be back after these messages. Finally, oh mein Gott. Oh, das hängt sie aber auf. This next section features a potentially controversial guest. Advance may request some censorship if he goes too off topic. You've done a great job so far keeping everyone happy, so let's keep up the good work. And I can't do this. Klar. So, aber jetzt schön, dass du da warst. Dir eine wunderschöne gute Nacht. Hoffentlich aber nicht morgen wieder. Bis dahin, good night, good night. Jeremy? My mic is still on. Was sagt er? Also, Segment A+. Wir sind extrem gut. Wir sind extrem gut. Und ja, die Alertbox ist ausgestellt, das stimmt schon. Aber es liegt dran, weil, ne? Also, man sieht ein bisschen, was wir gerade spielen haben. That's what I'm talking about? Cat football? We should be doing an interview with the War Minister, or a report from Grentham Downs. Even the weather will be more fucking relevant than this. Jeremy, please, just breathe. It's just something light to keep people's minds off things. Exactly. Family getaway at Bowlands. Was eine schöne Werbung. It's drive from local attractions like Bog Sands. It's well, it's majestic, isn't it? Bowlands. We'll take. Ah, okay, wenn ich das hier zensiere, dann zensiere ich auch die Werbung. Oh. 5, 4, Das ist nicht so gut. 3. Welcome back to the National Nightly News with me, your host, Jeremy Donaldson. Later, we'll be talking to the captain of the territory's first cat football team, Professor Pumpkin. But first, I'm joined by 3 guests with some balmy bodily behaviours. Joining me is a woman who's been hiccuping for over 9 months. Isn't that right, Miss Piercy? Yes, that's right. Yes. Tell us, Oh God, what die brought Arme. all this on? Well, it's all a bit of a blur, Jeremy, to be totally frank with you. So I was watching your show and I remember seeing the news about the election and it hasn't stopped since. Fascinating stuff. Also here is Frankie Steampipe. Perhaps you could explain to us exactly what your physiological fourboil is. I'm here to say it's high time people like me were respected. We're constantly overlooked in the workplace, we're whispered about on buses, and we're asked politely to leave children's birthday parties. And it's disgusting. I'm sorry, my bowels have comic timing. And finally, I'm joined Klar. by a man who answers every question honestly, even when it isn't aimed at him. How do you cope with that, Mr. Truman? With a combination of booze, self-hatred, and hardcore pornography. Is that right? Not according to my therapist. Well, in that case, let's speak to Rose. Tell me, how does the hiccuping impact you? I get shushed a lot, which is hard. At work, they've asked me to stop answering the phones. It's really affected my confidence. Well, I find it really fucking irritating. Do people tend to believe your story? Fuck no. Actually, I've been surprised at how much support I've received. And Frankie, why have you come here today? Because my wife left me and I was hoping that the fame would win her back. We've started a group for people with ailments deemed broadly comical by society. It's called Take Us Seriously. That's right. And we bloody well mean it. And who's joined so far? A bunch of fucking losers. It's just us so far. And how much success have you had? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Positive changes. I don't want to toot my own horn, but it's been a runaway success. Shit all. Not a single person come to our fun run and all of our leaflets fell in the canal. Huh. Well, Miss Piercy, some people are saying your condition was actually caused by the shocking events of that night. What do you think? Come now, Mr. Donaldson, that's absolute rubbish. What it'd be like to have a pair of tits. Could you? I'm sorry, it's very hot. What was I thinking? That you're a team fuck puppet? No. Or a sellout cunt? Apologies. Just a reminder that he can't help it. And hey, if this isn't live television, then what is it? A fuckfest of propaganda masquerading as journalism. Right, Frankie
Vicky, Rose, tell us, how can the viewers get involved with your cause? Yes, we're holding a sponsored run in Capital Park next weekend. It's called the No Smiles 13 Miles. No, it's called the No Laugh Half. What did I say before the show? That it was the team pulling Jeremy Donaldson's strings. No! I didn't say, Well, we may have to end that there, unfortunately. What a harmless bit of fun. Steady on! This is exactly what I'm talking about. We demand respect. Yes, well, later, I'll be talking to Professor Pumpkin, a ginger tabby with a world-class pair of penalty paws. Is that really necessary? No, it isn't. Let go. Not you. Unhand him at once! Enough! That's enough! What is happening? Enough! What are you Oh. doing? Trying not to piss myself. Alex, cut. Don't you dare! Don't you fucking dare cut to the ads before I tell you to. Now, you in the broadcast centre, Bozeman's little scapegoat, you listen to me. You cut to the ads before I tell you to, and I will kill every single person in this studio. Jeremy, think about what I am thinking about what I'm doing. I've been thinking about it for a long time. We all should be. Christ, it's so fucking hot in here. Do you remember when we used to do the real news? Before it was all lottery winners and bloody cat football? We are on the brinks of a siege, the likes of which the world hasn't seen in hundreds of years. The enemy is at the gates, and I'm stuck here talking to these three fucking idiots. I think my hiccups have stopped. You three, get the fuck out of my studio. Go on, now, go, before I change my mind. Jenny, lock the doors. Lock the doors. Yes, Jeremy. Now. Good. Yes. Now. Right then. You in the broadcast centre. Alex, you listen to me. You pay attention. Now, I'm sure you've already loaded up exactly what you're going to play in the commercial, but today is going to be a little bit different. Look to your right. Yes, really. Look to your right. There is a VHS tape, and I want you to load it into one of the machines, and when I say so, and not before, you play it. You've got about 15 seconds, so I wouldn't waste any time. Now, all cameras. Alex, all of I you. assume you won't be playing that tape. This station does not negotiate with terrorists. I hope I've made myself clear. You seem to know what to do. Single thing that comes out of this studio. Shit! Als ob wir jetzt die Option haben. Entweder wir helfen den Typen oder wir helfen dem Boss. Die Sache ist, wenn wir den Typen helfen, stirbt hoffentlich niemand. Wenn wir unserem Boss stehen, sterben die wahrscheinlich. What do we do? What the fuck do we do? Sollen wir den sein dummes Tape spielen oder sollen wir es lassen? Werden dann safe gekündigt. Wir spielen's, oder? Wir sind Rebellen, oder? Ich mag ihn. It's either one-sided Wo or hab ich's reingelegt? we're C, gonna show okay. the other side for a bit. For a bit of fucking balance. Like the good old days. Alex, play the fucking tape. Now, I don't want to hurt any of you. But if I see anything I don't like, I will not hesitate to start. Alex, you're going to get me in trouble with that. Let's hope you made the right Reset the system for the third segment. I imagine the ratings are going to be through the roof. Okay, wir haben aber ein A+ bekommen. Können wir die Werbung anhören. Are disrupt, and we're going to tell you the truth. Advance aided by the mass media are lying to you. The elderly are not a burden. The rich were not all crazy. And the team membership card is an ID card, no matter how tempting the prizes are. But who am I to tell you this? A voice from the shadows trying to tell you that everything you know is wrong. Why would you trust a man too scared to show his own face? Don't switch off. Please, don't switch off. My name is Alan James, and I think that certain rights are worth fighting for. The right to keep the rewards of our own hard work. The right to be kept alive in our dotage. And the right to question our government without worrying what our children will report to their fellow go-getters. I love this country. It may be what I am, and I'll fight for it. In fact, I'll die for it, if I have to. But I can't do it alone. Disrupt are a growing movement, but we need your help.
your support. Please, look for us, find us, and if you also know in your heart that there is something deeply wrong in this country, join us. Resist. Disrupt. This wasn't what I planned. I mean, some of it was. I had a speech, look. This was unexpected. So what now, Jeremy? It was supposed to be your day off. God, please, don't do any more stupid things today. How long? How long, Jenny? We're already live. Welcome back to the National Nightly News. Joining me, unexpectedly, for what I very much imagine will be my last broadcast, are two new guests. Jenny works here at the National Nightly News and is someone I consider, well, a friend. And next to her is... What's your name? Andy. Andy's the policeman. Only we don't call him that anymore. He's a community cohesion official. Officer. Sorry? It's community cohesion officer, CCO. And how's that feel, Andy? Being rebranded? It's good. It's not about confrontation anymore. You know, the force had its fair share of problems. The team doesn't have as many. But it still has some. I couldn't say. Couldn't or wouldn't? I don't know what you want me to say. Christ, you're fucking useless, aren't you? We'll come back to you later. Jenny? Mich würde echt nicht mehr interessieren, hätte man eine andere Werbung gespielt. Hätte mich echt mal interessiert, also hätten wir dann was gesehen, was wir nicht, also, ne? Hätten wir Blut und Tod und so gesehen, oder was wäre passiert? Hätte mich schon interessiert. Jenny, why did you join the National Nightly News team? I always wanted to work in news. Yes, but why specifically this program? The National Nightly News. It was the news everyone trusted. Was? Is. Do you really want to quibble semantics at gunpoint? Is there something else you'd rather discuss? Well, there is a great big Alan James-sized elephant in the room you seem to be ignoring. What do you mean? I saw your face when that hood came down. You didn't know, did you? It's about the message, not the messenger. Like I said, you didn't know. No, I didn't know. The people I met were with... He wasn't there. God, I didn't know it was Alan James. I'm sorry. But seriously, Alan fucking James. You're flushing your life down the toilet for... God, I love you, Jeremy, but... He's a good speaker. He's popular in the country. That right? Look, forget Alan James. There is still something deeply wrong. And you know it, Jenny. And you know it, Andy. And you at home, you know it too. Meanwhile, I'm interviewing a guest who stinks of shit. Patrick is paddling about in shit. And Robin is literally interviewing someone who collects the fucking stuff. I mean, it's not sophisticated, but what a metaphor. We are sleepwalking our way into oppression, and the news isn't saying anything. We're not saying anything. Says who? Alan fucking James. What are all those scientists working on at Grantham Downs? What are they testing underground at Altergrave? Andy, your turn. Make yourself fucking useful. How many people have you brought in for consultations just because they weren't carrying or didn't have team membership cards? Oh, well, there's other forms of identification that we will accept. For how long? We're just here to help. Then why do you need these? Not really help when it's offered at gunpoint, is it, Andy? Let me demonstrate it for you. Let me help you. You eat these cards with my notes on it, and you'll probably digest a fact. That'd be helpful, wouldn't it, Andy? Knowing a fact? What? I don't understand. Do you want my help, Yes, Andy? yes, whatever you say, yes. Security are here, Jeremy. Eat it. What? Eat the fucking news, Andy, or I'll force it down your fucking throat. Jeremy, stop. Go on. Really? Eat it. Eat it, you fucking bully. Jeremy, stop. They will kill you.
Please, don't make me watch that. Of course. You're right. Sorry. Sorry, everyone. You can put the card down now, Andy. Ich weiß You nicht. can go now. You too, Jenny. Ich weiß, ich bin schon jetzt eine Weile ruhig, aber das ist irgendwie And Jenny. krass. All cameras on me. This new regime of ours is so seductive. I understand that. But before we all hand off our freedoms, should we ask to whom we're handing them over? Don't you want to know what's being done in your name? How many people were transitioned last month? A record high. Again, if you care. Shouldn't someone ask Advance how they plan to deal with this blockade? How many years or months of supplies we have? Why aren't we asking these questions instead of whose shit is this? There's a cat backstage dressed as a fucking goalie, for Christ's sake. He's even got the little gloves. Anyway, that's why I arranged for you all to see that broadcast in the last break. I didn't know it was going to be him, but I guess that just about sums it up. We are all up Ship Creek with a paddle made of Alan fucking James. Christ, it's all so fucking pointless. I was going to quit tonight. Take a holiday. Try something else. Out of the limelight. Maybe try having a relationship. I hear they're nice. Never tried. I loved the news. And now, well... God, Jeremy, don't! I've tried my best to be honest with you, but this just isn't the news anymore. And I'm Cut to the sorry. ads! I've lost this fight. Alex! Cut to the ads! I've let you down. Please, we can't... Alex, think of the I've let you consequences. down. Please, we can't show All this. of Cut to the ads! My name's Jeremy Now! Donaldson. Do it now! Okay, I have to. Alter, fuck. Alter, fuck. So viel, was du hier wieder die Geschichte ändern konntest. Davor waren das immer nur so ganz kleine Auswirkungen, aber das... Jetzt verstehe ich auch, warum das Spiel so langsam am Anfang war. Warum du plötzlich nicht mehr so viel zu tun hattest. Das ist fucking, also... Das tut schon weh, ne? Ah. Guten Tag, Elo. Ja, wir wissen beide, was passieren wird. Ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn der Timer abläuft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am nächsten Tag, wen anders bekommen werden. Wen ganz anderes. Ah, so viele Entscheidungen, die wir hätten nennen können, ne? Okay, wir werden einfach rausgeschmissen. Schade. The man behind the hood, okay. Na, gut, die Corporation hasst uns jetzt, aber das ist... Ja, das kann uns ziemlich egal sein, ne? Alter. Damn, aber das hat sich schnell geändert. Also das ist insane gewesen jetzt. Mich würde mal interessieren, ob wir uns dem Ende nähern. Kennst du Seth? Auf keinen Fall. Wer ist Seth? Was ist ein Seth? Wo ist ein Seth? Ein denkwürdiges Band? Oh no. Sollen wir das lesen? Ja, oder? Ich kann das mal lesen, ja. Mach mal groß, damit wir alle lesen können. So. Die Frage kann ich lesen. Du warst auf, zum Teil stehst du noch von den Ereignissen unter Schock, die du vergangene Nacht in den Nachrichten gesehen hast. Was du gestern Abend in die Nachrichten schneiden musstest,
Als du die Treppe nach unten gehst, siehst du deine Familie im Wohnzimmer sitzen. Sie wartet auf dich. Sam schluckt und redet zögerlich. Ich kann nicht reden. Hilfe, ich kann nicht lesen. Wir hatten gestern Abend solche Angst um dich, nachdem mit Jeremy, nach allem, was passiert war. Sam schüttelt den Kopf. Ich frage mich, was sie jetzt mit ihnen anstellen. Die Sache ist also, mir als Cutter wäre ja nichts passiert. Er hätte nicht durch den Bildschirm schießen können und zack, wäre ich tot, sondern ich habe halt nur das Leben in der Hand gehabt von den anderen. Wir haben gestern gesehen, dass du dich entschieden hast, dieses Band zu spielen. Dann folgte eine Pause. Ich habe einfach nicht verstanden, warum. Das ist nicht gut genug. Disrupts sind schlechte Menschen. Ich fasse das nicht, dass du es getan hast. Charlies Gefühlsausbruch kommt scheinbar aus dem Nichts und niemand im Zimmer ist darauf vorbereitet. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wie dieses Zeug die Leute beeinflusst? Okay. Sam will gerade beruhigen, Charlie. Spitze geworfen. Ich persönlich glaube, dass du in einer unmöglichen Situation warst und du hast es irgendwie geschafft, die richtige Entscheidung zu treffen. Du warst ganz allein in diesem Studio, du musstest diese Entscheidung treffen. Niemand kann kritisieren, was du getan hast. Und ich bin stolz auf dich. Warum sagt das Leute nicht zu mir? Dann ist Team durch und sammelt seine Gedanken. Das ist eine Menge zu verdauen. Du bist nicht ganz sicher, ob du die Geschehnisse der letzten Nacht vollständig verarbeitet hast. Geschweige denn, was Charlie und Sam darüber denken. Schön, dass du zumindest etwas Gesellschaft hast. Im Fernsehen läuft ein alter Western, aber er lenkt nicht ganz so sehr ab, wie du es gehofft hast. Was für ein Alter. Ei, okay. Eine Bürde. Vor 6 Monaten haben du uns dann das letzte Mal über Großmutter steigende Arztrechnung gesprochen. Und Emma ist zwar sehr nett, aber als Krankenschwester genauso teuer, wie du befürchtet hattest. Du kannst es nicht so recht glauben, dass es schon so lange her ist, aber die Sanktionen setzen jetzt langsam ein. Und die einzige Lösung der Regierung, um den notleidenden älteren Menschen zu helfen, ist leider ein Tagesausflug in ein Übergangszentrum. Wir wissen genau, wo das hingehen wird. Jedes Mal sitzt du am Küchentisch zwischen einem Berg von Rechnungen und Formularen, als Sam zu dir kommt. Heute hat dir Emma gesagt, dass man wirklich nichts mehr tun kann, außer einer sehr kostspieligen, experimentellen, neuartigen Behandlung, die möglicherweise gar nicht hilft. Manchmal will sich deine Mutter eine Behandlung unterziehen. Doch meistens spricht sie davon, dass sie ein Übergangszentrum besuchen möchte. Niemand weiß, was sie wirklich will. Sam drückt deine Hand. Was wollen wir tun? Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass sie weiterleben will. Zeit für das Übergangszentrum. Ja, komm. Ja, es ist eine Scheiß. Verkraftbare Schulden. Es ist eine Scheiße, aber obviously ist es eine schwierige Entscheidung. Hallo, aber hallo. Die gute Besserung. Ein Festtagsupdate. Alter, beruhigt die Musik. So. Ja, weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Ich würde halt immer interessieren, was im Büro abgeht. Ah, wir finden es heraus, gut. Obviously war das Sarkasmus, ich weiß, wer Sef ist. Muss zugeben, also ich kenne Seth schon sehr, sehr lange. Ich habe ihn damals angefangen 2015, 2016 rum. Mit FNAF 4 / Hello Neighbor damals noch. Habe ich Seth angefangen zu schauen. Und da hatte er noch nicht mal 10.000 Abonnenten gehabt. Das ist krass, wie er sich gesteigert hat. Und bin froh, dass ich das alles miterleben durfte. Weil, sagen wir mal so, bemerkst du nicht von jedem die Anfänge. Aber gut, 2016 war auch so meine Zeit, wo ich angefangen habe mit YouTube durchschauen. Habe ich auch selber mit YouTube begonnen. So, erstmal haben wir 10.000 neue Dinge, sehe ich gerade. Ach nee, sorry, stopp. So. Es sieht alles anders aus.
disrupt activity on the interference console tonight. You could choose to broadcast these alternative frequencies by scrolling the mouse wheel down, or return to channel 1 by scrolling up. Of course, I trust you know better than to put disrupt on the air, Alex. We show the news, nothing else. Scheiße. Okay, erstmal brauchen wir Strom, das stimmt. Unser Fan ist weg. What does that mean? Wir brauchen Werbung. Muss gespielt werden. Hier, das brauchen wir. They do know this is the news, don't they? Doch. Problem ist, ich weiß nicht, was wir hier haben. Wir haben ein neues Mischpult. Okay, wir haben Upgrades bekommen. Oh, great. So they get the brains and we get the performing monkey. Sometimes you sound just like him, you know. How are you? It is what it is. It is what it is. I miss him too, you know. Oh. 10 seconds, everybody. Rumpled old sod. Going in 5, 4, 3. Good evening. This is the National Nightly News. I'm Megan Wolfe. It's the 140th day of war. Our main headlines tonight. Company of heroes. Skirmishes on land and sea again today as our armed forces tested the mettle of the World Council's illegal blockade. Advance's strategy of multiple small-scale incursions into the disputed zone is certainly keeping the enemy on high alert, unable to work out where or when the next strike will come. Proud parents throughout the territory find themselves ever more impressed by the bravery and commitment of their incredible children and the job they're doing keeping supply lines open against all possible odds. Don't starve. Advance's food program moved from strength to strength today as rationing depots were opened in the last remaining unfed areas of the territory. The rationing depots have been constructed in record time, and the government's agricultural coordination strategy has seen shelves restocked with increasing regularity. And judging by the looks on this happy family's faces, it can't come a moment too soon. They'll be getting a good meal tonight on the government, just like the rest of us. 7 days to die. The recent to allow those with long-term health conditions to access transition centres has today been declared an overwhelming success. Previously available only to those in their final years, the expansion of the service has been met with relief by the many organisations calling for it to be opened up to the wider community. The transition centres have reported larger than expected numbers, but report that they are coping well and able to provide a complete and meaningful service to all who choose to use it. Ich habe manchmal Angst, dass da irgendwas steht. Populous. More than 11% population have thus far failed to register for a team membership card, a worrying statistic given that the cards are a legal requirement from midnight tonight. It's up to the other 89% of us to remind our tardy friends that not taking advantage of all the exclusive services available to cardholders is now, as it should be, absolutely criminal. Start me up. Disrupt spokesman James held an impromptu rally today in the northern city of Mankipool. Large crowds gathered to hear the band speaker prove Disrupt are still able to capture the public's imagination. Community cohesion officers found themselves challenged by the unruly mob element always present at Disrupt events, but thankfully managed to keep violent incidents to a minimum. And finally tonight, our mutual friend. Bail was denied in the High Court today for shamed former National Nightly News anchor Jeremy Donaldson. The presenter will be transferred to new lodgings at Pension Ridge Prison, while the lengthy preparations for his trial, which is still 18 months away, begin. Since being taken into custody 10 weeks ago in this very studio, little has been heard from our former colleague. Despite how things ended, we wish him the best, and we'll be sure to bring you all the details of that court case every night. But first tonight, with the war about to enter its 21st week, I'll be chatting with Peter Clement live in an exclusive team talk from his home in Lanfordshire. Don't go away. You won't want to miss a second of tonight's National Nightly News. Alter. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, was hier das hier sein soll. Ich freue mich, dass wir ein neues Equipment bekommen haben. Unser Ventilator wurde uns leider geklaut. LOL, LOL, LOL! Ja, man sollte den Strom nicht ausmachen.
Oh, sorry. thrilled to say I'll be chatting with mega pop star Lil C, who's going to be treating us to a world premiere of her new single. And then after that, in part 3, we've got something new I promise you won't want to miss. But first tonight, let's check in with Prime Minister Peter Clement, who's coming to us through the magic of television all the way from his home in Landfordshire. Are you receiving me, Prime Minister? Loud and clear, Miss Wolf. Loud and clear. Well, let's start Die with ist the der obvious. Typ wieder da, ne? What's that in your hand, Prime Minister? Cheeky cow. But yeah, Was zur Hölle? 75 days without an alcoholic drink, and I've got to say, without an alcoholic. And apparently, after I had left, there was some violence and looting. I made a promise to Mrs. C, and as my old man used to say, A promise is worth keeping? Something like that, only with assholes. So, I've heard from my sources that you and the illustrious Mrs. C plan to take your winter break somewhere a little different this year. That's right. We're planning a walking holiday right here in the territories, which is different for us because, like you, Megan, I've always been a big fan of those warm foreign beaches. Did you make this decision because of the blockade, Prime Minister? Well, no, that's a good question. Well, as you know, while the blockade has effectively restricted the flow of goods into the country, we and our neighbours have continued to allow unimpeded travel for business leaders, ministers and such. So, although me and the missus could theoretically, it just doesn't smell much like team spirit to me. Stelle war das? The old man used to say, when life gives you shite, make shite pie. Shit, It works just as well hab's with verkackt, lemons hab's and verkackt. lemonade. I suppose it does. Prime Minister, maintaining a healthy body like yours at a time of national crisis must require some demanding planning. What's your regime and how do you go about it all? Well, the truth be told, it's Man muss die 4 grün, die 4 ist my blockiert. infinitely patient personal trainer. He's a man with a plan. I'm just the prat with a fat. I'm just the prat with a fat. How are you and Mrs. C handling living on rations? Well, let me tell you, Megan, back in the 50s, when I worked for you backstage for your Patrick Brannan's dad, did you know I did that? Ja, Mann! Everyone knows that, Prime Minister. Du hörst nur, was im Office passiert, aber ich verkacke halt richtig. Graham Bannon was a right tightwad. Paid the bare bloody minimum and still found every possible excuse he could to dock your pay even further. I remember Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. $5 for having an unacceptably smelly lunchbox type bastard. Anyway, what I'm saying is back then I ate a lot less than I am now, even under rationing. We all did. And let's face it, there are still plenty of people in this country who can afford to lose a little bit of weight. What are you implying? No, but seriously, Prime Minister, we know you're very busy, but one final question, if I may. Oh, well, go on then. When you get home from a long day, your head full of the territory's hopes and fears, what music do you listen to when you work out to take your mind off things? Well, I know I've got a bit of a reputation for being an old fuddy-duddy, but I'd be lying if I didn't say there's something about Little C that just demands one's attention. Well, let's hope you stay watching, Prime Minister, because she is going to be talking and performing live after the break. Oh, I'll be watching. After all, as my old man used to say, everything's a treat on a boring Friday with nothing but the wind up your shunt. It's Wednesday, Prime Minister. I think the expression still stands. Peter Clement, thank you for joining me. I don't know about you at home, but I think there's something kind of inspirational there. I know I feel safer. When we come back, Lil C is going to be giving us the debut performance of her new single, and I'll be getting to meet her. As her biggest fan, I don't mind telling you I'm pretty excited. Don't go away. We'll be back after these messages. 1 minute back. Ripping stuff. Was that even news? I think you forgot to ask him what his favourite number is. Oh, I must have forgotten that in all the excitement. So assuming it's not vodka, what do you think's actually in that milk? I reckon. Jetzt fängt sie aber auch schon zu hinterfragen, ob das wirklich noch News sind, die da vorgetragen werden. Okay, wir haben dafür ein A, wieder A+ bekommen. Aber bisher haben wir einen recht guten Run, finde ich. Können wir mal ein bisschen die... Vielleicht wollen wir uns auch nicht die Werbung anhören. Ich habe das Befürchten, dass wir bald... Okay. Also das ist glücklich, das ist Buh, das ist Oh und was ist das?
Ich will mal ganz kurz schauen, was das ist. Das ist... Klatschen. Okay. Good to know. Klatschen, oh, nicht mögen, mögen. Ich verwechsel übrigens manchmal, wenn ich hier nach rechts schaue, denke ich manchmal, er redet in grün, aber warum soll der in grün reden? Deswegen, da war ganz kurz irgendwas für einen Todesfall. Ich war so, hä, das labert er doch gar nicht gerade. Das ist übrigens eine grausame Werbung. Aber ich habe das Gefühl, also bald wird uns hier jemand im Office begrüßen kommen. I've never heard of her before. It's big, really big. Really? Ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lang. Hang on, Colin, you've got kids. What? 5, 4, 3. Thanks for coming back. Later, we have an exciting new feature that we just know you're going to love, so stay tuned for that. But first, I'm really excited for our next guest. She rose to prominence as the delightful Susie May in All My Daughter's Children's Men, before taking the music industry by storm this year with her debut album, smashing chart records at the age of just 20. Let's give it up and welcome Lil C! Ich muss natürlich auch richtig, May I just say, you look incredible. Oh, thanks, babe. I'm doing this new regime and it really does work. Ooh, what's the regime? And my manager suggested it to me. It basically involves bathing in like cabbage water and then having the leaves sucked out of you while you sleep. Wow, is that healthy? Oh, well, look at me, Meg. The leaves are my only nourishment. Yep, they certainly are. Now, you'll have to forgive me, but I'm somewhat of a super fan, so I'm sorry if I get a bit starstruck. Oh, bless you. I've never actually heard of you before, so if you do get a little tongue-tied, I can always carry the interview. Oh, that's good to know. So your first album, F My Face Together, it hit shelves this summer and it just exploded. I mean, what was that like for you? Bonkers, just so weird. Bonkers, I was in all okay. the papers and the magazines. Overnight, I went from that like annoying little girl from that show to that like sexy little girl from that show. Wow. Wow. That's bizarre. Not really. It was just like any other morning. You know, get up at 5, go on a 4-mile run, have 3 meetings on my cabbage bath, but then only then was my dad actually talking to me. Oh, of course. I mean, the famed country singer, Billy Bob Jean Short. I didn't know you'd been estranged. There's nothing that strange about it, Megan. Okay, yes, he may believe that aliens told him to hate women, but there really isn't anything to prove that he's wrong. Uh-huh. So, this newfound explosion into your popularity, I mean, did that change your life? Well, I had to start wearing like nicer underwear, you know, for the paparazzi, but as my manager says, best to make the most of it before I'm 30. Was passiert da bitte auf Cam 3, Alter? Right. Mit diesen Typen los. What's the album about? So I thought it was about like how pretty and great I am, but actually it's about monetizing youth, I think, or about like promoting an unrealistic standard of beauty or something. Your manager again. Yeah, he says insecurity is an opportunity. Oh, do you think he'd be happy with you telling us all this? Telling you all what? It really doesn't matter what I say. Telling you all I I'll want. do my dance soon and then this part will all be forgotten about. Oh, well, yeah, I mean, we're going to see some of those famous dance moves very shortly because you're going to be performing your new single, aren't you? Yeah, it's from my album Put It In My A Together and it's out in my A Together and it's out. So soon, after the last one? Oh yeah, I've actually released 2 albums since lunchtime and a clothing line during this interview. See, this is called Cry for Help and it's going to be in all the best high street and retailer shops and it's out now. So girlies, you know what to do. Scream and cry until somebody gets it for you. Ooh. There she goes. Blimey. All these projects, they're keeping you very busy, aren't they? It must be tough. Yeah, it can get tough and I hate it sometimes and I hate myself. I just want to like cry into a bath of root veg. But then I think thousands of girls would do anything to be me, so I must be quite lucky. Well, you know you don't have to do this though, don't you? Yeah, I do think that sometimes. Most nights between like my 4th vodka and the 8th time a stranger slaps me around the arse. I think things could have been different. Ja gut, wenn ich da rechts nichts mache, dann passiert da auch nichts, denke ich mal, oder? Kann das sein? And tell me what to wear. Did you always want to do music?
Well, ever since I was a little girl, I'd sit in front of the radio, and as soon as my favourite girl group would come on, I'd press record on my cassette, but then my dad would come in and tell me to turn it off and to go back upstairs and start practising again. Sorry, is your dad your manager? Yeah, which can be tough, and sometimes when it gets really hard, he'll say, make Quagler proud and you might just survive childbirth. Well, you know what, despite anything, you'll make me proud. Oh, if only your opinion was as valuable as his. Oh, On okay. that problematic note, you're going to be singing your song for us soon, aren't you? Tell me about it. So it's called These Babies Gonna Bring You Home, and I actually got sent the lyrics in the car on the way up here. But you know what? It's actually all right. And don't worry, all my work is team approved. All right then. Well, you can go and get ready for that. We'll see you in a little bit. It was a very specific type of pleasure to chat to her, and I just can't wait to hear this. Oh, so here is Lucy with an exclusive first performance of her new track, These Babies Gonna Bring You Home. Take it away. It's the Force's favorite. Ich verstehe das mit den Knöpfen noch nicht ganz. Er hat gesagt, ich muss eigentlich so früh drücken wie bei den Bildern links. Aber nee. Oh baby, can't you see I'm hungry? There's a place in me that's empty. I want that meat you're packing, only you can fill that crack in me. I'm under siege, so come and free me. Ain't no disruption here, but I got no agenda. Just want the team in me. Ich habe übrigens nochmal den gestrigen Stream hier angeschaut. Und um mal zu verstehen, wie hier dieses Musikding funktioniert. Und ich muss das so cutten, dass es irgendwie auf dem Beat Sinn ergibt. Deswegen gucke ich die ganze Zeit hier im Ding hier. Ah, das ist ein schöner Shot, hier. See some action, so come and break my sanctions. I've been this wild and free since Mama burdened me. She was only 53, but gave to save her family. There's no one judging me if I'm the one that's in your fantasy. Don't die alone, these babies gonna bring you home. I ain't no vicar's daughter, come and skirmish on my border. Quick before I get much older, tie me down and run me like an enemy soldier. An enemy soldier. Wie in der ersten Stunde live. Bin ich schon viel länger live? See some action, so come and break my sanctions. Ernsthaft? Ist aber noch niemand da, cool. Why the fuck? Well, if that doesn't distract you from the world outside, I don't know what will. I'd like to thank Lil C for doing that. Don't go anywhere. After the break, we'll finally be revealing the new segment of our show that we just know you're going to love. We'll be back right after this. And we're out. Can I just say, thank you so much for letting me do this. It really means a lot to me, you know. Yeah. To be able to promote myself on such a mainstream platform like the news. Well, don't worry about it. And you know what?
good luck for the future. Take care of yourself. This industry can be crazy sometimes. Watch out for that father of yours, won't you? Oh, no, I manage myself. It's just, you know, for the public to have that certain perspective on me. You know what it's like. Oh, right. And Michael? Michael? What about Billy Bob Jean Short? Is he? Oh, my dad. He's such a sweetheart. We both had the same agents, you know, like it just made sense. Both of us for our image together. Wow. And Michael, Wow, I want to see the revenue share for the clothing line and get me a G&T before my meeting with the lube guys. If they say for your pleasure, I'm going to start needing it. Okay, wir haben trotzdem A+ bekommen. Do I look like the sort of person who counts things? No, 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 not anymore. I'm better than that now. I'll tell you what. Scheiße, muss ich jetzt zuhören. Adding flowers until it feels like 12. Got it? Absolutely, right away. 10 seconds. 5, 4, 3. Thanks for joining us for part 3. We've been teasing you about our new feature all night, and now the wait is finally over. I can reveal that every night on the show we'll be treated to an episode of an informative and hilarious new segment called The Notice Board. It stars some top talent and we're very excited about it. But before we see it, let's have a quick chat with the writer, director and phenomenon, may I say, Jeff Algebra, guys. Actually, I've dropped the algebra. I go by Jeff DePloon now. How'd you like that? Well, yeah, very fancy. I suppose you need a new name now that you're a successful artiste. Well, exactly. I'm earning enough to pay taxes now. Oh. It's shit. And how does Angela feel about all this? Who? Your wife. Oh, God, no. No. No, she's long gone. No, she was holding me back. I'm with Norm now. We were married last month. Norm. Wer soll es Norm? And why did you write this? What was your inspiration? Oh, well, I received a telephone call offering me 25 grand. Oh, to write a sorry. protein What? Sitcom, and I heard my father's voice. It said, Jeff, you listen here, boy. You make hay while the sun shines. You wring every penny you can get out of this. So I wheeled him down to the transition centre, got out my typewriter and started clacking. Wow. Utter shite. And without further ado, let's give it up for the notice board. Oh, shit! You have to play a sound effect, Alex. Ja, ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Yes, now you're getting it. Keep going. Good morning, Miss Craven. Oh, morning, Ray. Everything all right, Mrs. Craven? You look as worried as the vicar in closing time. Oh, Ray, it's those young louts. They've vandalised my shop again. No! Yes! They've written all sorts of obscene language and crude pictures, and I know it's those damn youths. I don't know. It could be the vicar at closing time. I'm just worried they won't ever become productive members of the community. What if they never see the error of their ways and end up as social outcasts, such as shoplifters or bong rats? Don't worry, Mrs. Fuck! This is a very supportive community, and I'm sure that in time they will fit into this society like this key into this lock. Digga. Viel zu schwer. See? Works like a charm. What a lovely way to put it, Ray. And just like that, we can unlock their future. Yes, yes.
Wow! Look at all the letters in my collection today. Hey. Oh, I think that one's addressed to me. What? Ich mach da so einen Scheißjob gerade. Oh, so you're right. Lass mich doch drücken! Oh mein Gott! Ab Hälfte des Timers kann man nicht mehr drücken. Ist das schlimm? Oh, it's a letter from my granddaughter, Brenda. She says she got an A on her maths exam because one of her friends has been helping her. She was always a team player, was our Brenda. What's up, losers? Mann! Oh, no! It's Brad. He's the coolest guy in the village. That's right. I just got here on my motorbike. Oh, clear off, Brad. We don't want any of your ilk around here. What? Rad dudes? No, ruffians. Have you come to tag the notice board with your gang signs? No way. I've actually come to pin my resume on that notice board. I'm looking to do some tutoring after school. What? Did you say tutoring? That's right. Maths is very important. Would you mind, Bray? Not at all. So you, a young person, have been spending your time helping others and not just urinating on churches or huffing glue? Hey, I haven't huffed glue for months. Well, blow me down! You know what? We misjudged you based on how young and cool you are and not on your actions. No doy. So it wasn't you who vandalized my shop last night or called me a rancid old crone from the back of a chopper? No way. It can't have been me. I was too busy helping my friend Brenda with her maths homework. Could you speak up there? I thought for a minute there that you said Brenda. I did, you daft old sow. Did you hear that, Ray? Oh, yes, what a wonderful surprise. I now respect you as a man. Put her there, Ray. Oh, what the heck? Give us a hug. Ich will rausschauen. Lass mich rausschauen, danke. Sorry to interrupt the first groundbreaking episode of the notice board, but we are receiving some breaking news. I'm being told we are picking up reports from across the continent of what appear to be nuclear explosions in 4 major foreign cities. Initial estimates put the death toll into they put them into millions. I'm being told we're experiencing some power shortages as a result, so apologies for the interruption. And apparently we can go live now to team headquarters for an emergency broadcast from Prime Minister Julia Salisbury any moment. Yes, let's go to that now. Good evening, citizens and leaders of the world. Minutes ago, operatives working for Advance detonated nuclear explosives simultaneously in 4 major cities across the continent. We have similar devices in 58 other urban centres and will not hesitate to detonate them if our conditions are not met in full and without delay.
The people of our territory will no longer tolerate your illegal and genocidal blockade. You are to remove it. We've lost contact with our benefactors in Urkistan and Konoslava. All our equipment seems to be resetting. We will install replacement governments to ensure that your citizens become part of the new future. Your borders are now our borders. Your people are our people. They will finally be fed and If you are clothed receiving and this, but if you are, then you have to know. You have to know what's being done right now to our neighbours. This is unprecedented. Our government has committed multiple acts of mass destruction in our name. harm a single one of our citizens. Nor do We I will care not how you hesitate voted. to You didn't detonate vote for further this. devices. None of us did. You will not find them, We... for no doubt This you can't are be. already searching for them. We are waiting further news and... Oh, God. What if they respond? We will expect your complete acceptance of our terms. Thank you. I don't really talk about my personal life in my job. It's not relevant or important. So many of you may be surprised to learn that I have a brother. His name is David. And right now I can't get his stupid face out of my head. He's a researcher and he's currently travelling the continent for work. And I don't know where he is right now. And I should imagine that there are many of you sitting at home tonight digesting this news, and you also have loved ones on the continent, in Urkistan, or Havia, or San Palmerino, or Konoslava, which is where David was when I last spoke to him 3 days ago. So when I tell you I know how you are feeling tonight, believe me, I do. But I also know that there's a flow to events. I see it every day here. I know that although tonight it feels like we may be in a time of fear and darkness, we may actually be at the break of a new dawn. We don't know that yet. We can't know that yet, but together we will find out. And I will be here every night, feeling what you are feeling. And with your help, maybe we can all get to that brave new world. My name's Megan Wolf. Let's make tomorrow better. And we're out. Got people ringing around, but the telephone networks are overloaded. Okay. We'll find him. Do we know exactly which cities were hit, or? Megan. We will find him. Alter. Das Game wird immer stronger und stronger. Aber es ist halt auch nicht so, als wäre das kein aktuelles Thema oder so. Also klar, ne. Nukes zünden ist jetzt nicht aktuell, aber es könnte. Das Drop Tags. Ah ja, die habe ich komplett ignoriert, bis auf den letzten jetzt. Ich weiß nicht, ob ich die ignorieren soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Die Bilder habe ich jetzt geändert. Ich habe nicht mehr den einen Typen, der im Gefängnis gelandet ist jetzt. Aber es ist definitiv krass, also. Es ist, ich will nicht unbedingt sagen, es ist krass, wie aktuell das ist, weil. Oh. Also es ist schon insane. Hätte ich aber nicht gedacht, dass ich das mir geholt habe. Hätte ich nicht gedacht, dass das so wird. Hätte ich nicht gedacht. Den Rest deiner Schicht erlebst du wie durch einen Schleier. Immer wieder geistern dieselben Worte durch den Kopf.
haben Advance-Agenten nukleare Sprengköpfe gezündet. Ersten Schätzungen zufolge gehen die Todeszahlen in Millionen. Du gibst in deine Einfahrt ein, kannst dich aber nicht an die Fahrt erinnern. Das Licht im Flur ist an, es ist wohl noch jemand wach. Die Tür zum Wohnzimmer knarzt, als du sie öffnest. Sam sitzt auf dem Sofa und starrt auf den Fernseher. Der ist jedoch ausgeschaltet. Day ist offenbar in Gedanken verloren. Day sieht dich nicht an, hebt den Arm, um deine Hand in deren zu nehmen. Aus der Nähe siehst du in Tränen die Sams Wangen hinablaufen. Unsere Kleine. Was können wir denn schon tun? Verdammt. Diese Schweine haben Susi getötet und Millionen von anderen. Wegen ihren beschissenen Krieg, den wir nie wollten. In den Tränen siehst du in Feuer lodern. Oh, schon krass jetzt. Oh, schon krass. Ich weiß, dass es Vance immer unterstützt, aber nicht dieser Sache. Dieses Monster, ich muss wissen, dass dir das klar ist. Dass es dir klar ist, dass wir ihnen nicht mehr helfen können. Also hoffentlich über diese eine Schwere das für den. Du bist ja auch nicht sicher, ob du überhaupt schon alles verarbeitet hast. Ah, es ist halt ein letzter Abschied. Ach so. Die letzte Woche ist wie im Flug vergangen. Es gab jede Menge zu tun. Doch war alles gleich vergessen. Die Erinnerung verschwand in einem finsteren Nebel. 9 Tage sind seit der sogenannten Befreiungsnacht und dem Beginn von Advance Neue Zukunft vergangen. Du gehst in die Kirche und bist erstaunt, wie viele Leute gekommen sind, um mit dir zu trauern. Jeder ist aus demselben Grund gekommen. Teilt denselben Schmerz, denselben Verlust. Es steht hier im Gesicht geschrieben. Boah. Einfach weg. Sam hat seit jenem Abend kaum gesprochen. Der Schock sitzt nur noch tief. Wenn du aber zum Händeschütteln hinübergehst, dann wird die Geste erwidert. Ihr werdet da zusammen durchkommen. Du kannst dir kaum vorstellen, wie furchtbar es wäre, allein damit zurechtzukommen. Digga. Alter. Okay, Musik plötzlich. So scheint eine ganz gemütliche Morgen zu sein. Aber als du im Büro ankommst, hat sich im Pausenraum eine kleine Menschenmenge versammelt. Du fängst an, dir deine erste Tasse Tee für heute zuzubereiten und schnappst dabei immer wieder ein paar aufgeregte Gesprächsfetzen auf. Hast du es noch nicht gehört? Ist schon wieder jemand verschwunden. Krass. Wie viele war das jetzt bitte schon? Es sind bestimmt schon über 100. Es wurden bestimmt noch nicht alle gemeldet oder überhaupt bemerkt. Eine aufgeregte junge Frau dreht sich zu dir um und beginnt zu erklären. Es ist schon wieder ein Professor verschwunden von der Queensview University nach den ganzen anderen vermissten Fällen. Im letzten Jahr Wissenschaftler, Ärzte, Forscher ist die Lage klar. Sie hält inne und spricht dann im Flüsterton weiter. Das Job versucht, die Kritiker verstummen zu lassen. Angeblich hatte Vance sogar Mühe, eine tiefe, vertraute Stimme, die dir unterbricht sie. Was ist hier bitte los? Bossman räuspert sich, bevor er weiterspricht. Ich habe es schon einmal gesagt, ich will von diesen angeblichen vermissten Fällen nichts hören. Kommt schon, Leute, Vance hat ganz klar gesagt, dass man von ihnen keine Angst haben muss. Sie sind also nicht unser Problem. Und solange sie nicht anfangen, Cappuccinos als intellektuell einzustufen, hat hier, glaube ich, niemand etwas zu befürchten. Die Anweisung, nichts zu unternehmen, kommt von ganz oben. Ich kann da nichts machen. Wäre also schön, wenn du nicht weiter davon redest und sorgt dafür, dass auch die Nachrichten dieser Richtlinie entsprechen. Er tätschelt dir den Arm und grinst dich an, bevor er verschwindet. Üblichen sein Tagwerk nachzugehen. Wie auch immer das aussehen mag. Krass. Dann denke ich mal, es ist jetzt unsere Aufgabe am nächsten Tag, alles, was in die Richtung Medien geht, die nicht den Gedanken entsprechen,
Der Beginn einer großen Karriere. Müssen wir wahrscheinlich zensieren. Du trommelst ungeduldig mit den Fingern auf den Lenkrad herum, wenn du mal wieder auf Charlie wartest. Wir waren auf Charlie? Es ist schön, dass die Kadetten des Zusammenhalts ihm Spaß machen. Und er so begeistert dabei ist. Achso, nee. Susi ist gestorben. Nicht Charlie. Ich bin verwirrt, dass wir zwei Kinder haben aus dem Grund. Er muss es wirklich jede Woche länger bleiben, um auch beim Aufräumen zu helfen. Du kannst nicht anders als auch zu grinsen. Dein Frust verschwindet, als du ihn so aufrichtig glücklich siehst. Nachdem Charlie seine Freundin zum Abschied umarmt hat, kommt er zum Auto und steigt ein wahrscheinlich. Er ist vor Aufregung ganz rot im Gesicht. Und wie war es jetzt so an, aber platzfreudig dazwischen. Weißt du was? Als zu Kadetten des Zusammenhalts sind natürlich ein Sprungbrett, um mal BGZ zu werden. Wir haben also einen Vorsprung, wenn wir uns dafür bewerben. Sprudelt es aus Charlie heraus. Er stolpert fast über seine eigenen Wörter. So versessen ist er darauf, dir zu erklären, wie großartig diese Neuigkeit ist. Tja, und ab nächsten Jahr werden die besten 5% aller Kadetten in einem speziellen Programm aufgenommen, um MGZ zu werden. Manager für Gemeinschaftszusammenhalt. Und rate mal, wer dabei ist. Am Ende brauchen sie ein neues Bindeglied zwischen normalen Leuten, dem BGZ und dem Besserungsministerium. Und das sind wir. Die Leute kommen mit Problemen zu uns und wir entscheiden, ob sie weiter verwiesen werden müssen und wenn ja, wohin. Mit einem Grinsen, das von einem Ohr bis zum anderen reicht, lehnt er sich zurück. Und froh, dass ich zu den Kadetten gegangen bin, muss das unbedingt allen erzählen. Das muss gefeiert werden. Wollen wir uns auf den Heimweg etwas zu essen holen? Ja, Socko. Krass. Die Sache ist natürlich, unterstützen wir unser Sohn dabei, Dinge zu tun, die menschlich nicht okay sind? Ein Funke, der das Feuer entfacht. Oh. Oh, ja, wie viel wird noch... Ja, ich sehe schon, was da passiert. Du bist überrascht, dass Sam neben dir liegt, als du aufwachst. Dave muss gestern Nacht sehr spät von der Drinks mit den Leuten aus der Uni wiedergekommen sein. Du beschließt, dem schlafen zu lassen und einen faulen Sonntagmorgen zu genießen. Nachdem das Haus still ist, beschließt du im Wohnzimmer zu frühstücken, damit du nebenher Fernsehen schauen kannst. Herzlich willkommen zu Breaking News. Im ganzen Land sind gestern Nacht große Flächen Ackerland in Flammen aufgegangen. Die Behörde spricht von einem heimtückischen und gut geplanten Terrorakt der Gruppe, die sich Disrupt nennt. Die Angriffe gestern Nacht richten sich nicht nur gegen Lebensmittelgeschäfte, was Regierungsquellen zufolge schwere Auswirkungen auf universelle Menüzentren im ganzen Land haben, sondern auch gegen eine Reihe von BGZ-Einrichtungen und Zivilgebäude. Laut Premierministerin Julia Salisbury wurden bestimmte Gefängnisse und Erziehungs- und Besserungseinrichtungen überfallen und eine geringe Anzahl problematischer und potenzieller gefährlicher Personen wurde gewaltsam aus rechtsmäßigen Gewahrsam befreit. Glücklicherweise waren die BGZ auf ein solches Ereignis vorbereitet, während Disrupt im Vergleich unorganisiert wirkte. Es gab zwar einige wenige Todesopfer, jedoch nur unter den Disrupt-Terroristen. Auf Seiten der BGZ wurden bei den verschiedenen Attacken im ganzen Land dagegen nur 3 Beamte verwundet. Es wurden zahlreiche Disrupt-Aktivisten festgenommen und inhaftiert. Sie werden demnächst in Besserungszentren verlegt. Wir berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen. Ihr werdet von Charlie unterbrochen, der mit den verschlafenen Augen und einer Scheibe Toast im Wohnzimmer kommt. Läuft was Interessantes? Du lässt wortlos die Nachrichten weiterlaufen, die das Geschehen gerade noch einmal zusammenfassen. Charlie sieht schweigend zu. Der heutige Tag wird inzwischen als Nacht des Feuers bezeichnet. Krass. Weil wir hatten jetzt so viele verschiedene aktuelle Nachrichten, ne? Wir hatten irgendwie eine Covid-Anspielung gehabt, wir hatten eine Ukraine-Anspielung gehabt. Ich will nicht unbedingt eine Anspielung sagen, weil das hört sich irgendwie falsch an. Und jetzt bekommen wir eine Zweite Weltkrieg, mehr oder weniger Anspielung, die so gut rübergebracht ist, das ist unglaublich. Also gut,
das hat natürlich schon von Anfang an angefangen mit diesem neuen Premierminister, weil das war ja Akt 1 direkt, dass neue Wahlen und alles gewählt worden ist. Das war ja direkt Akt 1, deswegen wir hätten es eigentlich schon vermuten können. Aber ich finde das krass, dass das in diese Richtung geht. Ich finde auch krass, wie das rüberkommt. Weil, also, wir befinden uns jetzt in der Position, die immer hinterfragt wird. Wenn man über den Zweiten Weltkrieg redet, ist es immer so, okay, hättest du was tun können? Hättest du was tun müssen? Hättest du die Wahl gehabt? Und wir befinden uns jetzt in der Position, wo wir definitiv was tun können. Und das ist halt krass. Warum ist das jetzt links? Come in, Alex. This is Alan James. The revolution starts tonight, Alex, and to be frank, we need your help. I know you've never been that sympathetic to our cause, but since the bombs, well, you've seen what happened. They have to be stopped, Alex. You know it in your heart, and tonight, well, it might be our very last chance. Play our tape at the second break. It's on your right. And please, when I hack in, let my message reach the people just once, just tonight, before advance can't be stopped. Ich weiß nicht mal, war irgendwie schon klar, dass es als zweites spielen muss. Scheiße, ich weiß nicht, ob wir weiterspielen wollen, weil ich denke mal, das geht jetzt in Richtung Ende zu. I hope he's alright though. No, he's got this far, and your brother was fine. Going in 10 seconds, everybody. I wonder what they're doing to him. Annoying him, probably. Not probably, definitely. Going in 5, 4, 3. Good evening. This is the National Nightly News broadcasting across the territories. My name is Megan Wolf. Our top stories tonight. Future legend. It's been 40 days since Disrupt conducted multiple attacks across the territories. During the coordinated action, subsequently dubbed the Night of Fire, emergency services were kept busy at the agricultural centres, while a series of covert attacks were carried out freeing political prisoners, including former newsman Jeremy Donaldson. The disgraced former journalist was obviously considered a high-value target by Disrupt, who had often championed him as a possible new voice for their cause. We encourage you to turn yourself into the CCOs, Jeremy, if you can, wherever you are right now. Food, glorious food. With the last of new centres opening in territories 5, 8 and 14 today, Advance confirmed that the programme is now in full operation, providing free food for every citizen of the new future. What started as rationing during the 20-week war has blossomed into a social contract that is the envy of the unawakened world. Promising a healthy, nutritious diet designed to keep all citizens at peak performance, the menu centres used locally sourced produce for that farm-to-plate experience, without the need for spreading manure in your tighty-whities. Happy talk. Record happiness levels reported today across the territories. As more and more former countries join the new future, a survey carried out by scientists at Queensview University reveals a stunning fall in depression, self-harm and suicides, especially in those territories which have historically faced the most unjust of indivisions. Professors Whiff Piffle and Grantley Major said that their rigorous statistical analysis left them in no doubt that things are numerically better for everyone everywhere. So if you think you're feeling down in the dumps tonight, you're empirically wrong. Something's coming. Unsubstantiated rumours here in Territory 1 of armed protests tonight by increasingly desperate Disrupt terrorists. Despite the best efforts by the government, the self-styled resistance movement has continued to carry out a series of ever more extreme attacks. When asked about Disrupt's future plans, inexplicably popular spokesman Alan James answered, "You won't have to wait long to find out." Thanks, Alan. Opaque as always. 3 of our regular stories come to an end tonight. First, a flood rain is going to fall. More tragic photographs emerged today from Sophia Remington's failed Flood Festival. Arrivals at the island paradise were shocked to discover that the accommodation was on fire, the ocean was missing, and the only music was Jackson Hamstring's Banjo Fantastic, with 81-year-old Jackson Hamstring, who mercifully appeared to have forgotten his banjo.
I think maybe there's a video. One attendee told Oh, no. reporters, "I came here to find my inner Flard, but all I discovered was what it's really like to be a Paul." Whilst most of the blame has been passed to event manager Jimmy Longcon, Sophia Remington's resignation is expected in the coming days. Surely not the way she'd have liked her tenure as CEO to end. Fun guy. Unexpected news today. Two familiar scientists announced the birth of an extraordinary child. The underground Oh mein Gott, ging das schnell. David Wong and Ingrid Sporsborg and Horgensvoort captured the hearts of people around the world. Ich habe jetzt einfach random gepickt, aber naja, ist glaube ich egal. Which took over a year. The couple say they've never been happier. Baby Dante is said to be healthy, if a bit partial. Ich sehe nicht mal, was da drin liegt. Könnte alles sein. Footballer Johnny Haves and his new wife Tiffany Lamour proudly announced today that they're Sehen gleich aus. 1-0 up at full time. Sehen unterschiedlich Which nicht. apparently means that they're having a baby. Once beset by tabloid controversy, Johnny seems to be settling well into family life, calling this latest news the ultimate golden goal, if a golden goal also peed on you. All that, plus we'll be taking a trip to Langley Parks for the notice board, as well as getting a sneak peek at the hottest ticket in town. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Soon it will be time for you to help us again. Come out of your houses, block the traffic, bring the capital to a standstill. I've met so many of you in my travels up and down Territory 1. You always ask the same question. How can I help? Well, this is how. And as for when, you'll know. Keep watching. But first, 500 days after the loss of a fine leader and a great man, the start of tonight's programme is dedicated to remembering and celebrating the life of Peter Clement. Patrick Bannon is live from Parliament Park, where Julia Salisbury will be breaking ground on what will soon be a memorial garden in Peter's honour. Patrick. Listening to that old bitch lying through her teeth about missing that poor bastard. Patrick. I don't know what I'm going to do. We're live. Because I'm not being funny. Things were better with Peter, weren't they? Patrick. They were, and I don't mind saying it. They were, because he held her back. But now there's no stopping her. Hello, Patrick. We're Of live. course, can't say that, can I, Francis? No, not with public ownership. No, with public ownership, you can't say anything these days. There. Oh, she's lost it, mate. She's completely off the rocker. I heard from an aide that... Hello, Megan. You join me here live from the what? Oh. Seems like we've lost some signal there for a moment. Well, we will be going live to that groundbreaking ceremony just as soon as we can get Patrick back. Meanwhile, let me just say, I think the memorial gardens are going to be gorgeous. I've had a sneak peek at the designs and Alana Marsh has done a fabulous job. Oh, okay, all right, it seems like we have got the signal back. We can now go live to Patrick Bannon in Parliament Park. Patrick. Thank you, Megan. I'm Patrick Sieht ein Bannon, bisschen anders aus, ne? and we are indeed live here. Apologies for the technical difficulties there, but any moment now, Julia Salisbury will step out on stage behind me. Alex, Bozeman here. The boys in editing have just informed me that the eulogy footage isn't fully cut together yet. You're going to have to do it on the fly. For goodness sake, make sure you make it look good. Gathering since this afternoon. And This is Alan. You can undermine them here and help us win hearts and minds. Make him look bad, Alex. Really bad. And it What? seems like the ceremony is getting underway. Here is Prime Minister Julia Salisbury. Also was soll ich dir denn cutten? Ich hab doch nicht mal Cut-Möglichkeiten. Also ich hab Kack-Möglichkeiten. Good evening, fellow teammates and friends. 500 days ago, all of our lives changed irrevocably. Still reeling from the triumphs and tribulations of Liberation Night, another great loss befell the people of these newly united territories. The loss of a leader, a statesman, a dear friend, and a hero. Peter Gordon Clement. Peter's death at the age of just 62, of course, announced by the team on the 24th of December, just 6 weeks after Liberation Night. Born to a working-class family on a housing estate in Rotherham, Peter first trained as a carpenter before getting his start on television. First moving and building scenery, and then developing into the personality that we all knew and loved so much.
Just the Job first hit our screens over 25 years ago, running for 11 series, winning multiple awards and charming audiences up and down the country. Peter taught us, all of us, not to be content with the way things are, not to accept inequities, no matter how small. But he also taught us what it took to fight them. Courage, integrity, empathy, and hard, bloody graft. Across a career spanning 3 decades, Peter Clement was known for shows including Wake Up, It's Ich weiß Saturday, nicht, irgendwie mache ich gerade Hälfte, dass er schlecht aussieht, Hälfte, dass er gut aussieht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ganz richtig habe ich ihn noch nicht. Peter was by no means a saint. Trust me, he once told me he had more regrets than he'd had stolen dinners. He always did have a knack for a turn of phrase. But it speaks to the strength of his character that he chose to share with us his mistakes alongside his achievements, his faults as well as his talents. Peter had the heart to give it all he had for the people of these united territories. Famous for his potty mouth, it's estimated conservatively that Peter Clement uttered over 1.5 million swear words during his career, though some sources put this figure well in excess of 2 million F-bombs alone. Gripped by illness as he was in the weeks and months leading up to Liberation Night, he wasn't the man we loved. But his eyes still twinkled. Danke, Ellie. With that familiar joy for life, that spark of wit and wisdom of a life lived for others. Prime Minister Clement, of course, died from apparent liver failure after suffering from the long-term effects of alcohol abuse. I first met Peter nearly 20 years ago, moments before I was supposed to give a speech. Not unlike this one, actually. Only I'd spilt coffee all down myself, and I was young, nervous, desperate to be liked, and from behind me I heard, "Christ, pet, you've either pissed your kecks or sprung a leak, but either way you got a problem." And before I could even say a word, he'd stripped off his dry trousers and insisted I took them. That was the sort of man that Peter Clement was. Kind, compassionate, sensitive, a brilliant thinker, a natural leader, but mostly a good man. This glorious nation of ours, so beautiful and new, this shining beacon of justice, Thank you, Alex. equality and humanity. There'll be another opportunity to steer public perception soon. It's really starting. You'll know when. His accomplishments. Okay, ich sag mal, haben wir recht gute Arbeit geleistet. Problem ist halt, also ich sehe, dass mein Videochip runtergeht, aber ich kann halt nicht viel Kameraänderung machen, also. Cheering on a stranger at the back of the conference. Ja, dass sie aber abhaut. Aber war ein schöner Start auf jeden Fall, wie sie aber abhaut. The Peter Clement Memorial Garden. Should we see if we can get a countdown going? Everyone with me? 10, 9, 8, 7. Wow. Now, Alex, control the message. Mom, we have to get you to safety. Come with us. I'm not leaving, I can't. You two, come with me. Don't panic. Help us here, look. We go. Stop resisting then. Stop resisting and we'll let you up. Not resisting! Ah! Fuck What are you doing? Not resisting! You saw! Not resisting! Turn the camera off. National Night News. We have the right to be here. I said turn the fucking camera off. Look at me, look at me. I can't hear you. I can't hear anything. Yes. Medics are coming. You sit down. I can't hear you. No, stay with me. I need help now! Please, stay with me. Please. Stay with me. Junior,
Salisbury! You are guilty of the murder of more than 10 million people! Justice demands a response! Haven't you done enough? Look around you! This is what your precious freedom looks like, is it? Under fire! God, no. Rise up! Take to the streets, the time has come! Stop fires! Break windows! Draw them out! They can't stop us all! Resist! Distract! Lower your weapons! Location secure. Lower your weapons! Get out now! What are you doing? Come on! Will you turn that off, please, sir? Shut that off. I said turn it off. Shocking scenes from the Capitol there. Is this not enough? You've just seen them execute unarmed civilians, people like you and me. So why are you watching this? Why are you not in the streets with us tonight? What will it take for you to get up and be a part of this? March on team headquarters, storm the building, demand elections, demand answers. Be what you were born to be, the once and future free. We'll be back after this. Does anyone know if everyone's safe? Are the crew okay? All fine. The bomb was a good distance from the unit. Werbung. Oh, fuck! Thank you, Alex. From all of us, you're doing great. Ich hab die falsche Werbung gespielt. Ich hab die falsche Werbung gemacht. My name is Katie Brightman. I'm an economist and commentator. Ihr habt die falsche Werbung gemacht. You've probably seen me on the news talking about advance and how progressive their policies are. Well, I was wrong. And I'm here tonight to say I'm sorry. And to... Oder habe ich schon davor eine Werbung gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir davor schon eine Werbung? Nee, oder? Das ist jetzt die erste Werbung, die wir hatten. My parents are not rich. My mother was a nurse and my father worked in a factory. I was the first member of my family to go to university. But I always envied my friends who had so much more. Over the years, my jealousy grew. So when Advance came to power, I didn't think about the damage they would do. I acted selfishly. I was glad to see the rich punished. Werden es gleich sehen. I didn't see how backwards Advance were. I didn't understand that rather than tearing down the wealth creators, we should have been helping everyone else to take a seat at their table. Under Advance, the country is poorer. It is poorer in ambition. It is poorer in aspiration. Alex, during this next section, a cameraman working in the newsroom who's one of us is going to get a coded location out. We don't know yet which camera he's on, but if we find out, I'll let you know. Just keep your eyes out for the fist and try and keep it on the ear for at least 5 seconds. Our operatives will do the rest. I see that now. Megan, this is your Mum? new makeup artist, Craig. No. Dad. What? No. I'm sorry. 10 seconds, everybody. Sorry, Craig. It's a no. Our only hope. Okay, we are going in The 5, only hope. 4, 3. Now lies with Disrupt. Welcome back to the National Nightly News with me. Welcome Megan back Wolf. to the National Nightly Very News. shortly, with we'll be me, heading on Megan over Wolf. to the final Very shortly, episode we'll of be what heading has on over quickly to the become a final hugely episode of what has successful quickly feature, become the a notice hugely board. successful Before we do, feature, let's the chat notice with board. Philippa But Radon. before we Tell do, me, let's why chat do you think with the public Philippa love the Radon? notice Tell me, boards why so do you think the much? public love the notice boards? It's real. There, I said it. It connects with people. You know, people look at us and they say, those are real people struggling with real problems. That's a really interesting point. Okay, wir können es dann nochmal abspielen. I was saying to my Shit. PA secretary, Muss die the Zuschauer girl, hochlassen. I was saying, it's good for people to see normal, authentic people like them on TV. People like you. Yeah, precisely. Right. Unfortunately, then I was interrupted by some dreadful wretch who wanted an autograph, but a swift kicking from security soon put him back in line. Yes, well, I think it's really good that our screens are filled with such relatable stories. So, the notice board is coming to an end after a sensational time at the top. What do you think has made this show so successful? Oh, it's a combination of so many things. My hard work, my talent, my look. Wow, we really have a lot to thank you for. Hey, hey, hey. You're welcome. What's this the show's We've done just so heard well? our man's on camera 4.
I have a real sense of responsibility. Get back to the interview, Alex. A sense I've been entrusted with something precious and that I should use that platform for good. Yeah, I think that's really important, that we should use this platform to do good in the world. I agree. That's exactly it. So I've decided to help as many underprivileged children. Excellent work, Alex. That's the location shared. Next, you'll need to give them the go. Better access to education, or reducing child poverty. Oh, no, by adopting as many as I can get my hands on. Oh, okay. How many children have you adopted? Oh, we're well into the double figures now, Megan. I stopped counting in the late 30s. Goodness, that is a lot of children. Yeah, once we finish putting them into the guest room, I'll have to put a futon in the laundry cupboard. Oh, you really are some sort of hero. Hey, I live a privileged life. What can I say? I mean, any child I can take on is a child rescued from suffering. Poor children. Were their lives really that bad before? Oh, they're Northerns, I presume so. Okay. Yeah, it's shocking to think, actually, that only 1 in 10,000 children have a celebrity parent. I'd never thought of it that way before. And I'm doing everything I can to fix those numbers. What do you think it is about your life that's so desirable, then? Well, it's mainly shame and panic interspersed with expensive bottled water, so actually, if anyone wants to, I'd happily trade. Now that I can relate to. Right, you better go off and get ready. That was Philippa Radin sharing some thoughts about her lifestyle. I think it's really important to stay grounded and keep everything in perspective. Clearly, not everyone else agrees, but that's enough for me. Let's go now over to Dangly Parts for the final ever episode of the notice board. Wie gebe ich denn das Zeichen? Weiß das irgendwer? What a day! First the tea morning, and now to post this notice. I don't know how I managed to cope with it all. Oh wait, perhaps I do. Oh! By St. Barnabas, what on earth is all this? Freeze, dirtbag! Oh, Laura, it's you. I thought for a moment you were a knife-wielding mugger or stabber. No, I'm afraid not. It's just me, a community cohesion officer, responsible for keeping crime at record lows. Of course. Keep forgetting that thanks to you and your colleagues, violence on our streets is a thing of the past. What's all this, Vicar? I know! It's a disgrace. Somebody has... It's time for the go code. Give us 3 boos in a row, Alex. That will start the pincer movement. We might just pull this off. Push forward! 3 boos, Alex. Careful, Vicar. It looks heavy. Ha! Interesting. Then don't call me the Right Reverend. Ripped for no reason. Yes! It's no good. It looks like all those crucifix classes were a waste of time. Perhaps you, a young CCO, would be able to move it. 2 for 2. Fantastic. Looks like all those lifting classes were a waste of time. It's too heavy, even for me, a strong and capable woman. You did it, Alex. Surely there's We're good to go. enough to lift this. Did someone call for the best firefighter in town? Hiya! Well done, Captain Evans. You're Soll ich so weiter much buhen? Ich weiß es stronger nicht. than us. Especially me, the weak old man. It's the least I could do for my community. Alter. Was geht da draußen ab, ey? No luck catching the little devil then? Unfortunately not. The ferrets struck again last night. When Ray opened the post office this morning, he found that every single stamp had been pre-licked. My God! Some people have no decency. Sadly,
If we don't catch him before tomorrow, we may have to cancel the village fete. Don't worry. We won't let that happen. Will we, Vicar? No, no, no. Laura, tell me, why do they call him the ferret? Some say it's because of his sneaky nature, but really it's because whenever he strikes, he always leaves behind the foul stench of urine. Never fear, officer. We'll catch this pissy nuisance and save the village fete. Or my name's not Captain Danger Evans. The community cohesion team are doing their best, but they simply don't Ich bin so gespannt, was gleich passiert. Das ist gut gemacht, also das ist wirklich verdammt gut gemacht. Someone was about to blow this thing wide open. Me! Blackout! Was sieht denn jetzt? Warum ist keine Kamera mehr gut? Schöne. It's the morning of the village fete, thanks to theatrical convention. I sure hope everything goes to plan. Oh, look! There's Mrs. Craven setting up her cake stall. And look, there's the motorcycle display team setting up for a show that would be far too expensive for live television. I'm going to set up the coconut shy. What are you doing, Vicar? First, I'm running the tombola. Then, I'll be selling forgiveness for money. Aren't you judging the jams? I couldn't possibly. Well, that sounded like Mrs. Craven. Looks like someone sucked all the jam out of her donuts. Damn ferret has struck again. Nur diese Comedian-Schiene ist es, bevor es vorbei ist, Alter. Das ist unglaublich. Very competent. I have no idea how to solve this case. I guess we'll just have to cancel the fete. Hold it right there, ferret. Me? Have you been drinking from the fire extinguishers again? Not you, the vicar. I don't know what you're talking about. Admit it. I don't know You what wanted the you're village talking fete about. cancelled so you could have the day off, didn't you? I already have to work Sundays. I shouldn't have to work 2 days a week. But how? Hallo, lass mich umstellen. Well, my first clue was the smell. Yes, I do smell of urine. Next, I noticed that the vicar's tongue was... Warum hat er plötzlich die Camps gewechselt? Hallo, was nicht die ganze Zeit 4? He'd been licking thousands and thousands of stamps. Or perhaps eating Mrs. Oh my God. Craven's baking. Which brings me on to my third clue. The vicar said that he had no more room for jam. Almost as if he'd had his fill. Precisely. But you managed to figure it all out from that? Well, I also found this at the scene. That proves nothing. No! Get him out of here, officer! You did it, Captain. You Shit. could say you ferreted him out. Hey, come on. Let's go and have a party in my massive garden. I am doing well. Thanks to you, we're all doing well. Okay. That was it, the final ever episode of the Notice Board, and what a way to end it. Thank you as always to Jeff, Philippa and Tommy. After the break, we'll be both dancing and learning, so don't change that channel. We'll be right back. That's the end. Well done, everybody. Wow! What a brilliant run, eh? After party at my place, eh? What advert is this, Alex? I don't remember passing it to a broadcast. I think you made a mistake there. I'm an economist and commentator. Natürlich. You've probably seen me on the news. Aber warum hat er... This was the break we were hoping you'd play our tape. It would have had the most impact here, but we know you played it earlier, and we appreciate the effort. And Oh mein Gott, ich habe nur ein D bekommen. Ja, ich hab's früher gespielt, es tut mir leid, aber ich habe es nochmal gespielt. One last push, Alex. We're closing in. One of the guests in the last section is working with us. You'll be asked to censor on our behalf. If you do it right, the final orders will be given. You'll get 3 chances. Get at least 2 of them right, and we're going to win this thing. It's happening, Alex. Tonight we take it back.
Was hat er gesagt? Ich muss zensieren oder ich muss nicht zensieren? I acted selfishly. I was glad to see the rich punished. I didn't see how backwards Als ob ich ein fucking D bekommen habe. All meine A++++ und jetzt ein D? Was habe ich denn anders gemacht als sonst? been helping everyone else to take a seat at their table. Under advance, the country is poorer. It is poorer in ambition. It is poorer in aspiration. We are infantilized by advance's naive policies. Policies born from That's my shade, is it? absurd, This is my shade. redistributive fantasies. I have hoarded happening? myself out to the media to defend the indefensible. Oh. I have betrayed my parents. I see that now. Sorry about that, Sarah. Mum, Nothing you can tell me. That's all, like, Dad, at all. They've said no one's died, that's all I can say. I'm sorry. 10 seconds. Our only hope, She is in tears. the Going in only 5, hope. 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. Later in this segment, we're hoping to be able to go back to Patrick Bannon at the scene of 14 Minuten, tonight's shocking Alter. disrupt attack. But first, I'm delighted to be joined by the cast of the smash hit musical everyone is talking about. Ich soll zensieren, okay, wahrscheinlich dann mehr oder weniger Musiker, oder? Let's take a look at them in action. Please give a warm National Nightly welcome to the Novaries. Hello? Nein. Doctor? Yes. Warum ist es jetzt ein Musical? Thank you for letting me know. I have a decent life. I'm a happy, loving wife. And my job is well paid and fulfilling. I have a husband, John. He's due home soon, won't be long. And I have to tell him something that is absolutely chilling. We share coffee in the morning and we make love every day. We take time alone together to talk and laugh and play. We prioritize our needs. Irgendwas passiert gerade. We do charitable deeds, but the flowers of a happy life are now beset by weeds. I'm home. Oh, darling John. Oh, dearest John. There's something very wrong. I've just had a conversation Oh, with fuck. our Dr. David Wong, so please be seated. This news will make you feel defeated. The scans revealed a lump. You poor unlucky chump. Is it cancer? Worse, oh, John. We're having a baby. How can this be? Oh, woe is me. Why has this happened to me? I always wear 2 condoms for the maximum Alter. safety. In our tiny flat, we built a peaceful What the fuck is happening? Ah, ich muss zensieren. Ich darf nicht vergessen, ich muss zensieren. Habe ich schon mal verkackt? Ich weiß es nicht. And there won't be any time for foot rubs. Now your hair will stink of weed. And you'll start to disagree. And forget about that holiday in Territory 3. No more waking up at 10:30. In fact, you're never going to get a good night's sleep again. Ist aber gut, also gefällt mir. Aber bisher ist das der beste Track, den die hatten, also. The only glue they have to deal with comes from personal bums. Now when I take a sick day at home, The parasite won't leave you alone. he's wrong. We're our top priority. I look after you, And you look after me. Ain't no trouble and strife. We got a childless life. No one wails and no one bawls. No one draws things on the walls. A happy husband, A wonderful wife. we got a childless life. We're having a baby. We're having a baby. Changing nappies daily. We're having a baby. No more weekends by the coast. Now your kids Alter. It's more than a passing
Was ist denn das? Also, hier ist gleich Regierungsübernahme und was ist, also, und die haben, also, was ist denn hier los? Ah, gut, ich würde gerne nicht mehr hinterfragen, ey. Ich werde die ganze Nacht jetzt singen, ey. Scheiße. Das ist ja creepy. Baby. Das, die Show beginnt gleich erst. Oh mein Gott. Ich hoffe niemals. Amazing. The Novaries there, treating us to their opening number from Elegy for a Childless Life, which is currently the hottest ticket in the capital theatre district, and will be touring the territories later this year. Right then, come on you lot, come on down, let's go, don't be shy. Hello. Hi Megan. Hi. It's an honour to be here. Oh really, are you fans of the show? Yeah, it used to be. Well, listen, let's get stuck in. Your amazing musical. Now, I mean, not only do you perform this show every single night, with matinees on Wednesday and Saturday. Right, but you're also the show's creators, am I right? Well, everyone contributed their ideas, and then some of us went away and did the actual work on the script. But no, it's very much a team effort. Oh, that's fantastic. How rude of me, I've not introduced any of you. I'll be the one being replaced next. Let's go down the line, shall we? Hi, I'm Jack. Jim Blunt. Pleasure to be here. Jennifer Borum Woodley. Hello, I'm John Sapley. Jack hat gesagt John Cena. Professionally. My name's Jill, with a J. And I'm Janet. I'm the youngest. That's incredible. And you were all friends previously. I mean, what a coincidence, right? With your names beginning with a J. Oh Alter. my goodness, guys! Our names all begin with J. How have we never noticed that? Because you haven't typed them out 1,000 times, maybe? You knew? Why didn't you say anything? I thought we all knew. It's bloody obvious, isn't it? I just thought we were doing a funny thing where we never mentioned Achso, it. ich verliere Zuschauer, ich verliere euch, ich muss noch cutten. Ich muss auch, ne? Die Kameras wechseln. Well, not exactly. I'm not married to him. I'm with Janet. And I'm with John, you lucky bean. Jim and I are married. 4 fabulous years. Well, that must make for some confusion in the rehearsal room. Well, you should have seen the first draft. Jen decided that Jack would play Jim, I would play Jack, Jen Janet, Jill Jen, Janet Jill. What about John? Well, my character was originally just called Man 1. It was allegorical. It was very confusing. Not for a professional. After much toing and froing. And gnashing and wailing. And gin and tonic. We decided that we'd just use our own names, which is less truthful. We're also less likely to go into the wrong dressing rooms. Oh god, yeah, that would be very embarrassing, wouldn't it? Of course, when I first wrote it, we were only meant to run for a few nights at the Mimley Village Hall, but when I registered it with the Department for Culture, it caught the eye of someone high up, and before you could say overnight sensation, we were transferring to the capital. It's all been a bit of a roller coaster, really. I'm only 19. I'm the youngest. You really don't have to repeat that. I had to give up my job as a mortuary technician. Well, yes, we all had to move to the capital. I love that job. It's been a very turbulent time. So peaceful, no singing. This piece isn't political. Stand by, Alex. Censor the orange. Orange, okay, orange. Me understood. Woher weißt du eigentlich, wie mein Setup funktioniert? It is political, with a small p. After all, we are a solid unit, and eagle-eyed audience members will see we nod our heads to advance on stage throughout, and we target the messaging at women aged 22, well, about 35, as they're the most likely to be afflicted by this terrible problem. Terrible problem. Having children. Well, you understand, Megan. You clearly agree. Wow, this
this isn't about me. Of course, we see that there are advantages to a family unit, but eagle-eyed couples watch as the little parasites advance on their lives. And there's no time to play the guitar, get through a book, or watch a movie. They're exhausted, passed out on the couch by 20 to 9, for God's sake. You're very chatty tonight, dear. Usually I'm the chatty one, because... You're the youngest, we know. It's not a badge of honour, Janet. Janet, please, Jennifer. Oh, well said, John. Thanks, Jack. Got you back. So could you just tell us what is the play about? What happens in it? Well, go ahead. It's a tragedy, obviously. Jennifer, myself, Sit. and John have their child, and then the story charts the downfall of their hopes and dreams. And there's lots of singing. And dancing. A lot. My character works at a menu centre for a distribution unit. Eagle-eyed, she sees her friend's rapid advance to a pit of despair. Becoming a target for children's TV advertising at the age of 22, she decides to take drastic action. I can't really say more, though. I've probably said too much already. Yes. Let's not spoil the second act for anyone who might come to see it. Which should be all of you. For too long, we've been told that a life without children is somehow incomplete, that children are a blessing. Well, I've done the research, and they're not. Besides, there's already loads of bastards running around all over the place. So. We just want people to have the option of a happy, child-free life without stigma. You know, when I was 14, before I had come out, I had an experience with a girl called Julia Jacobs. She was an experiment, I guess, you know, a chance to dip my toes into the... Fascinating. Well, thank you all so much for coming in tonight. I really hope you keep them dancing in the aisles for many performances to come. The Nova is there. And I am pleased to say we can now go back to Patrick Bannon to get the latest from the scene of tonight's horrific events. Patrick, are you okay? Thank you, Megan. This is Patrick Bannon reporting from the scene of tonight's devastating and symbolic attack tonight this evening. An attack which I myself have been found myself caught up in. I'm still a little dazed and a little deaf, Megan. So I hope you'll forgive me if I seem that it's time to speak with the Prime Minister. Mrs. Salisbury, that's you. You're still here. The Prime Minister. I couldn't leave, not when there were people that needed help. Any team player would have done the same. I don't deserve praise for being human. Yes, no accolades here. Or Palisades. Or lemonade. Right. So, is the situation now, are we safe? Yes, the security services perform their duties without hesitation. And I would like to assure the public that although there have been some injuries, there were no civilian deaths here this evening. Oh, that's good news about the Sorry, did you say no deaths? That's right. No civilian deaths. Just the 4 disrupt terrorists curtailed by law enforcement, who were, as always, so cohesive. If I may, I have a message for your viewers. Of course, the camera, there's the speak there, on the camera there. Stay at home tonight. Do not become another casualty of war. Disrupt have had their moment, but as the dear departed Peter Clements once famously said, it ends today. Thank you, Prime Minister, for those strong words of strength. Back to the studio, Megan, now in the studio with Megan Wolf now. Patrick Bannon there, bravely reporting from the front line of tonight's horrifying bombing. Maybe you need to get checked out, Patrick. Well, that brings us to the end of tonight's National Nightly News, but before we go, one final thought. My friends, you have mobilised, you have come together. From our agents at the television networks risking arrest and getting those words to you, to the many hundreds and thousands gathering to invade team headquarters. As I speak, we are turning the tide, and it is time for change. Tonight we topple their regime, and we also silence their mouthpiece. Channel 1. Our government Time to wake up. Out from the shadows, and they are not the overwhelming force they would have you believe. The military have been actioned, and well, it's pretty scary out there tonight. So stay at home, stay with Channel 1, because the team has assured this programme that the turbulence will soon be over, and we can once again focus our minds on building the new future with equality, fairness, and resources for all.
My name is Megan Wolf. Let's make tomorrow better. We've done it, Alex. Tonight is the beginning of the fall of advance. Vice Chair, 11 o'clock. Charges reached, sir. Permission to detonate. Permission granted, old friend. We are going to detonate. Look out your window, Alex. See what you helped make happen. She's coming down. Sir, up there. Ah, ich dachte, dieses eine Thea bringt mich so auf, ne? Ein kleiner Bonus. Krass. 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 Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass es mehr in Richtung Ende geht. Hier ist jetzt noch, also jetzt ist das Gefühl noch sehr viel offen. Jetzt ist wirklich noch... Where are we going? Tag 913, einen Tag danach. Eine wichtige Überprüfung. Okay, wir werden wahrscheinlich jetzt überprüfen für den Scheiß, den wir angestellt haben. Dafür sind irgendwie aber zu glückliche Musik, finde ich. Oh mein Gott. So, aber erstmal eine wunderschöne gute Nacht an Yoshi. Hallo Fisch, hallo Phoenix, wie geht es so? Was machen Sachen? How are you doing? So, trotz einer stressigen Anreise kommst du etwas früher zur Arbeit. Du weißt immer noch nicht ganz genau, was eigentlich passiert ist, aber den unzähligen BGZ im Gebäude nachzuurteilen, ist das keine reine Channel 1 Angelegenheit. Diese Theorie bestätigt sich, als du darüber informiert wirst, dass du Bossman sofort mit dir sprechen will und unverzüglich in sein Büro eskortiert wirst. Wenige Minuten später taucht der Boss persönlich auf. Er sieht zeraust aus und hat eine streng aussehende BGZ im Schlepptau. Ah ja, Winston. Gut, dass das ist Specialist Abels. Sie wohnt dem Gespräch bei. Sie wohnt dem Gespräch bei? Bitte komm herein und setz dich. Der rotgesichtete Mann eilt in sein Büro und lässt die Tür offen, damit du ihm folgst. Du warst noch nicht oft in seinem Büro, aber es war immer in makellosen Zustand und alles war an seinem Platz. Das ist heute nicht so. Weißt du, warum du heute hier bist? Bossman fixiert dich von hinter seinem Schreibtisch mit einem scharfen, wachsamen Blick. Abel steht hinter dir, aus den Augen, aber gewiss nicht aus den Sinn. Niemals zugeben, was wir gemacht haben. Was letzte Nacht passiert ist, war die Gipfel einer schändlichen und skandalösen Terrorkampagne. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Die das Stop gegen diese Nation in ihre Territorien führt. Bossman wirft einen Blick links hinter dir, wo die BGZ-Beobachterin steht. Und es ist natürlich unsere Pflicht, diese Fäulnis auszurotten, wo wir sie finden, ne? Um zu verhindern, dass so etwas wie gestern noch je wieder passieren kann. Ich wurde von Advance gebeten, alle beteiligten Mitglieder zu befragen und werde eine persönliche Bewertung deiner Leistung und deines Verhaltens einrichten, sowohl während der fraglichen Zwischenfälle als auch während deiner gesamten Beschäftigungszeit. Er lächelt dich kurz an, keine Sorge, alles wird gut. Bossman sortiert ein paar Papiere, räuspert sich und beginnt. Gestern Nacht ist natürlich sehr viel passiert und ich muss heute einige Befragungen durchführen, die deswegen nicht länger als nötig dauern sollen. Also fangen wir an. Fangen wir an der Sendung an, arbeitet uns durch. Nach der Angriff auf Mehr hast du recht, verständnisvoll über die Terroristen berichtet. Ich habe gezeigt, was ist, das nennt man Nachrichten und das ist unser Job. Ich habe in einer sehr strengen Situation getan, was ich für richtig gehalten habe. Ja, natürlich. Und nach dem
alles im Fluss war, konntest du nicht wissen, was als nächstes passiert. Du hast sicher getan, was du konntest, Alex, wie immer. Bossman macht sich ein paar Notizen. Das kratzende Geräusch seines Füllers auf den Notizblock wird von den Städten Tick-Tack seiner schicken Uhr unterstrichen. Die Wörter, ja Hilfe. Als wir uns die Sendung noch einmal angesehen haben, ist uns bei einer der gewählten Kameraeinstellungen etwas Merkwürdiges aufgefallen. Das war während alle anderen geredet haben. Glaube ich, ist doch gleich. Erkennst du das wieder? Mit einer ausschweifenden Geste holt Bossman das Flugblatt von Notizboard hervor und legt es vor den Schreibtisch. Ich dachte, dass es einfach zum Set gehört. Verstehe. Du bist ja nicht für den Set verantwortlich. Du musst davon ausgehen, dass alles, was am Set ist, auch am Set sein soll. Du hast das Gefühl, dass einige seiner Sätze primär für die BGZ im Raum bestimmt waren. Danke, Alex. Und wieder für Abels bestimmt. Deine Loyalität ist erfreulich. Uns ist im Finale von Notizboard etwas aufgefallen. Bossman greift nach einer Notiz auf der anderen Seite seines Schreibtisches. Relativ am Anfang hast du etwa ungewöhnliche Entscheidungen getroffen, was die Soundeffekte angeht. Im Skript waren Lacher vorgesehen, du hast aber alle 3 Stellen Buhrufe abgespielt. Warum das? Ich dachte, ich könnte das frei entscheiden. Hat das geändert? Ich fand das einfach die passende Wahl. Ja, natürlich, wir wollen selbstverständlich, dass alle unsere Shows hier bei Channel One möglichst erfolgreich sind. Wir räumen unsere Mitarbeiter in einen großen Handlungsspielraum ein. Es würde dir sicher niemand einen Vorwurf machen, nur weil du einen anderen Sinn für Humor hast. Bossman runzelt die Stirn, wenn er das sagt. Ganz offensichtlich ist er von seinen eigenen Worten nicht überzeugt. Vielleicht mag er dich nicht mehr, als du dachtest. Gegen Ende der Show gab es offenbar Probleme mit dem Zensurgerät. Bossman hält kurz inne, steckt die Kappe auf seinen Füller und legt ihn sorgfältig, was meinst du, Silver? Sorgfältig auf den Schreibtisch, im exakt rechten Winkel zu seinem Notizbuch. Hast du eine Erklärung dafür, warum du im letzten Segment vollkommen akzeptable Sätze zensiert hast? Es gab wohl ein Problem mit dem Gerät, wahrscheinlich hat Frank wieder vergessen, es zu überprüfen. Ich mache nur, was das Display mir sagt, ich entscheide nicht, was zensiert gehört und was nicht. Es ist gut möglich, dass ein Gerätefehler vorlag, sehr viel wahrscheinlicher als ein Fehler eines solch kompetenten Teammitgliedes. Wir lassen das sofort warten, so viel, wie wir dafür gezahlt haben. Erwarte ich, dass es noch mindestens 20 Jahre hält, genau wie das letzte. Bossman holt seine Brille hervor und setzt sich mit spitzen Fingern auf die Nase. Dann lehnt er sich vor, um seine Notizen zu studieren. Also wir rechnen natürlich hier und da mit ein wenig Subjektiven, das ist unvermeidbar, aber er hält inne und blättert quälend langsam um. Subjektivität ist etwas anderes als terroristische Propaganda. Kannst du mir vielleicht erklären, wie es passieren konnte, dass ihre Botschaft in unserer Übertragung so viel Raum bekommen hat? War so viel los, ich es erst gemerkt habe, als es spät war. Das Gerät ist seit Jahren veraltet. Auch das letzte Update hat das Leben nicht leichter gemacht. Aus dem Augenwinkel bemerkst du, dass Specialist Abel sichtbar hellhörig wird und gespannt auf die Antwort deines Chefes wartet. Nun ja, Unaufmerksamkeiten können passieren und bei der Situation gestern Nacht kann dir, glauben mich, niemand Vorwürfe machen, dass du einmal kurz nicht aufgepasst hast. Bossman lächelt dich warmherzig an und Abel sinkt wieder zurück in ihre passive Haltung. Ein lautes Knarzen durchbricht die wachsende Stille, als Bossman sich in seinen Stuhl zurücklehnt. Das Band, dieser armen Miss Brightman, warum hast du es abgespielt? Hilf mir, das zu verstehen. Warum hast du dieses Band abgespielt? Als du seinen Blick begegnest, bist du fast überrascht. Hoffte die Sorge in den Augen des alten Mannes zu sehen. Wir haben sogar 3-mal abgespielt. Wir haben es nicht nur einmal abgespielt. Das hat einen Nachrichtenwert. Das machen wir hier, oder? Wir können ja mal einschüchtern. Du siehst zu, wie Bossman langsam seine Brille putzt, bevor er antwortet. Nun ja, letzten Endes hast du entschieden, es zu tun, Alex. Ich weiß nicht, ob ich das an deiner Stelle auch getan hätte. Aber es ist wohl offensichtlich, dass du dachtest, es wäre richtig so. Mehr können wir nicht von dir verlangen. Er räuspert sich und lädt sich zurück, er lächelt wieder. Das war dann, glaube ich, alles. Dann haben wir, denke ich, alles, was wir brauchen. Danke. Würden Sie uns bitte allein lassen? Der letzte Satz ist an die BGZ gerichtet, die widerwilligen Folge leistet. Du hörst, wie sich die Tür hinter
Ihr schließt. Pass auf, Alex. Ich weiß nicht, inwieweit du gestern überwählt warst und ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Aber ganz ehrlich, es sieht nicht gut aus. Ich habe getan, was ich konnte, weil ich dich mag, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es reicht. Am besten erstmal nach Hause. Es gibt sowieso keine Arbeit für dich, bis wir auf einen neuen Satellitenturm aufgestellt haben. Als du gehst, könntest du fast schwören, in den Augen des alten Mannes so etwas wie Mitgefühl zu sehen. Oh. Alter, über 200 Tage, über 300 Tage später. Fast ein ganzes Jahr später. Ein Bankett für manche Reden. Nee, nicht vorhanden. Heute ist euer Hochzeitstag und dieses Jahr hast du einen Plan. Eine Woche Urlaub ist vielleicht genau das, was Sam und du brauchen. Allerdings wird das nicht billig. Es ist mehr, als du normalerweise ausgeben würdest, aber Sam ist den Penny wert. So viel Geld für einen Urlaub auszugeben ist vielleicht etwas leichtfertig. Bettelarm. Eure letzte Reise war ein wunderbares Wochenende und dieses Mal wird es noch toller. Der perfekte Start in ein richtig gutes, selbst gekochte Essen. Sogar Achso, das ist eh nur Musik. Sogar Chris und du vertragen euch. Das erste Mal seit Jahren. Vielleicht ist es genug Zeit vergangenen, dass Chris dir vergeben kann. Aber vielleicht hat Day entschieden, dass es unfair war, dich zu fragen. Du bist jedenfalls dankbar für den neuen Frieden. Chris hat dir sogar geholfen, heute aufzuräumen, damit alles perfekt ist, wenn Sam von der Arbeit nach Hause kommt. Als Sam in den Flur tritt, wartest du an der Tür zur Küche perfekt herausgeputzt und so beiläufig wie möglich. Was ist denn hier los? Hast du sie geputzt? Und was riecht da so? Day gibt dir einen kurzen Kuss und geht an dir vorbei. Ich glaube, Day ist irgendwie eine falsche Übersetzung hier die ganze Zeit. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer zur Hölle ist Day? Und das Bankett vorbereitet ist, die Kerzen angezündet sind und Chris und Charlie grinsend warten. Eine wunderschöne gute Nacht, Julio. Alles Gute zum Hochzeitstag ertönt der Chor deiner zwei Cheerleader, als Sam sich grinsend und mit Tränen in den Augen zu dir dreht. Sam eilt zu dir und küsst dich sanft, bis Charlie sich mehr oder weniger taktvoll räuspert. Also ich würde offiziell in das Programm für Manager für Gemeinschaftszusammenhalt aufgenommen. Und das war unser Stichwort. Charlie, wir sollten verschwinden. Viel Spaß euch beide. Kommt Charlie, wir sollten verschwinden. Achso, Chris geht mit Charlie, ja. Jetzt tue ich unser eigenes Essen. Ihr könnt Charlie verhören, wenn er wieder da ist, morgen. Also nicht mehr heute Abend, bis dann. Vielen Dank auch, sagt Sam und jetzt und setzt sich grinsend neben dich. Day schüttelt den Kopf, während du dich dem gegenüber setzt. Morgen erst einmal, du hättest das wirklich nicht machen müssen. Worum alles in der Welt soll ich anfangen? Okay. Oh Gott, wieder 400 Tage später, 500 Tage später. Aber meint. Ja, doch, fast 600 Tage später, aber nur fast. Ein Job weniger. Okay, ich glaube, wir wurden gefeuert. Es ist alles vorbereitet. Sam und du, ihr habt seit Jahren versucht, Bullet Man zu sehen, aber im Kino habt ihr ihn verpasst und wenn ihr in der Videothek wart, war irgendwie immer ausgeliehen. Jetzt wartest du nur, dass Day nach Hause kommt, damit ihr den Film endlich sehen könnt. Du hast die Tür aufgehen, als du gerade eine Schale Popcorn auf den Couchtisch stellst. Sam kommt mit leerem Blick hinein und ihre sowohl den Film als auch die Snacks, als sie neben dich setzt. Du musst den Buch stäblich anstupsen, damit Day aufwacht. Wurde rausgeworfen in der Arbeit. Es sind wohl keine zwei Erziehungskräfte mehr nötig, nicht genügend Kinder. Sie können die Ausgaben nicht mehr rechtfertigen. Du kapierst es nicht, es gibt einfach generell keinen Bedarf mehr an Lehrkräften für die jüngeren Jahre. Nicht nur hier, überall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir kommen doch sowieso kaum über die Runden. Wir müssen das Haus verkaufen, ich weiß, das ist kein Ausweg. Da ich kann das Haus hier nicht verlieren, überleg dir doch mal, was alles passiert ist. Irgendwann schaltet ihr den Film ein, aber ihr seid beide eigentlich nicht in der Stimmung. Ihr seid zu sehr damit beschäftigt, über die Zukunft nachzudenken.
Krass, dass das immer noch weitergeht. Krass, dass das immer noch weitergeht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass gerade war das Ende. Also. Mit den Attentaten und so. Aber gut, wir spielen nicht Papers, Please. Da ist nicht die eine Entscheidung, die man trifft, direkt vergehenswert. Also. Tötet einen direkt nicht. 3 Jahre seit dem Aufstand. Hello, Alex. I've checked the schedule for tonight. Nothing major to report. Certainly isn't anything you can't handle. Still, at least my daughter's in for Advance's new initiative. That should liven things up a bit here. Keep up the good work. To the birth of their unexpectedly large family. At 9:50. Ich wollte gerade fragen, warum sieht das so anders aus? Also sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Sieht schon anders aus. Also wir haben irgendwie ein neues Set hier. 1, 2, 3, 4. Krass. Ich will mal ganz kurz schauen, wer da kommentiert. Oh. And this is Jenny. She's the floor. Hi, Stacey. That's Colin. He too much. Okay, sieht alles anders aus. Aber zurück zum Hauptmenü. Wir hören jetzt auf. Ja, jetzt erstmal auf mit Not for Broadcast. Wir haben jetzt wieder fast 3 Stunden gespielt. Das ist schon krass. Ich spiele mal im nächsten Stream weiter. Das ist aber krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und die Sache ist, wir haben ja auch noch 2 andere Inhalte. Also klar sind die nicht so groß wie das Hauptgame, aber krass. Also wir machen jetzt noch ein kleines bisschen Games und nach Game Offline. Nein, wir haben auch schon aus dem Grund wieder 0 Uhr. Die Zeit ist auch schon wieder weggerannt. Wir werden mal ganz kurz schauen, wie lange noch für Broadcast geht. Gut, für mich wird es vielleicht auch ein bisschen wundern, wenn man hier actually was finden wird. Weil so alt ist das Spiel jetzt auch nicht. Es steht aber nicht da, wie lange das geht. Es steht nicht da, wie lange das geht. So, die meisten, da haben wir noch den Early Exit State. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Weil vor allen Dingen den Typen, den wir am Anfang als Buddy hatten, der uns am Anfang geholfen hat. Mich würde mal interessieren, kommt der wieder? Wird der wieder? Und vor allen Dingen, wie geht es weiter? Weil, also scheinbar haben wir unseren Job noch. Scheinbar verlieren wir den jetzt auch nicht. Ey, der gestrige Stream hat einen Copyright-Claim, ernsthaft? Was? Gänsen? Ich bin wach. Es ist halt auf jeden Fall ein krasses Spiel. Also klar, Commentary ist währenddessen nicht so vorhanden.
Aber trotz alledessen, es ist ja... Es hat so eine krasse Handlung. Das ist insane. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so tief geht. Wie es tief geht. Weil, also als ich das beim Sale gesehen habe, war ich so, ja, es hat Papers, Please Anspielungen. Das wird schon krasse Enden haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so krass wird. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass wird. Weil das ist ja wirklich eine Themafrage, die extrem interessant ist. Wenn du so einen Staat hast, der offensichtlich auch ein bisschen das ganze System ausnutzt. Also natürlich ist die Frage, also wir haben natürlich nicht viel mitbekommen, wie jetzt zum Zweiten Weltkrieg, was da so für Stuff passiert ist, aber halt dadurch, dass schon andere Länder gedukt worden sind und alles, ist schon heavy. Ist schon heavy. Und dann ist natürlich, wenn du in der Position bist, wo du nicht nur ein normaler Bürger bist, sondern auch noch der bestimmt, was online gesehen wird, ist schon krass. Du kannst ja wirklich bestimmen, was die meisten Menschen sehen. Und das ist so... Wenn du dann nochmal in der Position bist, ist schon krass. Das ist schon krass. Als ob es gleich schon Mitternacht ist. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich will gar nicht wissen, wo die Zeit denn ist, ey. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr zeitaufwendiges Spiel. Also, ich denke mal, wenn wir die anderen Endings sehen wollen, dann gucken wir die online nach. Weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist wie bei Papers, Please, dass du einfach sagen kannst, okay, ab Tag so und so steige ich jetzt ein, ändere kurz ein bisschen die Handlung und schau mir das Ende an. Sondern ich glaube, man muss wirklich von Anfang an spielen. Aber als ich diese D-Note bekommen habe, war ich auch so, nee, ich spiele das nicht mal nochmal von heute, das dauert viel zu lang. Weil die Sache ist so, ein Newsbereich geht ja, kann gerne mal 14 Minuten gehen, kann gerne mal 10 Minuten gehen, kann auch mal 7 Minuten gehen. Aber es geht schon recht lang und dadurch, dass es nur ein Newsbereich ist von 3, wo du hast, wenn du da einen Tag spielst, hast du schon 3 Newsbereiche. Wenn die dann natürlich so lang gehen, dann sitzt du halt schon eine halbe Stunde an einem Newsbereich. Das ist schon viel Zeit. Ich meine, klar, du kannst dich auch von den Checkpoint aus wieder anfangen. Das heißt, du musst nicht komplett neu beginnen. Aber ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn ich von komplett neu beginne. Also klar, wir wissen ja, wie es ist, wenn ich jetzt einmal verkacke und sage, okay, ich will zum letzten Checkpoint zurück. Aber ich weiß ja nicht, ob du dann zum vorletzten auch kannst oder zum vorvorletzten. I don't know. Aber ist schon ein krasses Spiel. So, wie kann ich eigentlich 2 Zuschauer haben? Asera, Fisch, Ellie? Seid ihr alle auf einen Rechner? Und wo zur Hölle ist mein Account? Ich gebe übrigens zu, ich bin kein Fan vom Event. Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan vom Event. Ja, ich meine, das ist mal eine schöne Abwechslung. Aber ich finde, das macht... Die ersten paar Runden haben noch Spaß gemacht. Gestern habe ich schon wieder Spaß verloren gehabt. Und jetzt denke ich mir aber nur noch, okay. Machen wir es für die Primos, ansonsten ist es irgendwie... Ansonsten, ich weiß nicht. Mir gefällt es momentan nicht. Vielleicht liegt es aber dran, wie gestern die Runde war. Vielleicht liegt es aber daran. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, das ist jetzt nicht so cool. Ich mag es leider nicht. Das hat mir echt sehr an Not for Broadcast gefallen, dass sobald man rausgetappt ist, war man trotzdem noch im Game. So, willst du auch wieder... Hallo? Wasserball, willst du auch zurückgehen? Ich weiß nicht, ob der da drüben heilen kann. Ich denke mir ja weniger.
Ja, morgen ist jetzt Dienstag, schade. Aber die Woche ist sehr, sehr stressig für mich heute, deswegen weiß ich nicht, ob ich fortfahren möchte. So, jetzt bekomme ich ja wieder ganz wenig Schlaf ab. Es liegt hier überall matschiges Popcorn, oh Gott, Leute. So, ich hoffe übrigens, Paranoia hört wieder auf. Ich bin wieder auf der linken Seite. Aber ich merke schon, ich muss, glaube ich, öfters auf der rechten Seite sein, hä? Dann gewöhnt euch mehr dran. Aber ich verstehe das, weil... Also ich hab... Ja, also ich schaue meine Lieblings-YouTuber von damals nicht mehr so oft, leider. Ja, ich habe halt einfach momentan nicht mehr die Zeit. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe morgens auf, habe vielleicht 10 Minuten Zeit, kurz ein bisschen Fernsehen oder YouTube zu schauen. Mache mich auf zur Uni. Komme nach Hause, recht spät, will mich dann kurz ein bisschen entspannen. Und dann muss ich auch schon live gehen, weil sonst ist es viel zu spät. So, und dann bin ich meist live bis whatever time. Bis 0 Uhr, 1 Uhr, damit es sich auch richtig lohnt. Beziehungsweise, wenn ich dann im Bett liege, ist 1 Uhr oder 2 Uhr. Dann will ich auch irgendwann einschlafen. Und dann schaue ich natürlich, während ich einschlafe, YouTube, aber halt auch nicht lang. Gerade so 10 Minuten und dann schlafe ich schon. Also meine YouTube-Zeit ist 20 Minuten scheinbar. Fernseher, was ist das nochmal? Das ist 5-fach so groß wie dein Handy. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, wenn du da was schauen möchtest. Wirklich sehr, sehr angenehm. Wow, haben wir gerade die Kimura lang nicht mehr gesehen. Jahrzehnte her. Das ist Kali, ja stimmt. Ich schaue immer meine ganzen Filmchen in Kali. Von Kali habe ich leider auch länger nichts mehr gehört. Generell von RG auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ach so, ein Tablet? Ja, nie. Das wäre ja nicht 5-fach so groß. Ah, shit. Das ist das erste Mal, dass ich hier gesehen worden bin, glaube ich. Achso, ich habe Yumia. Oh. Oh mein Gott. So noch der da oben, ha? Oh mein Gott. So. Ehrlich Stille. Ein Tablet ist aber kein Kali, das stimmt auch. Ein Dreieck ist auch kein Kali. Oh. Müdig. Ich habe gerade OBS gehört, war so, wo zur Hölle bin ich und warum bin ich weiblich? Ich weiß auch nicht, wie wir weiter vorangehen in Not for Broadcast, weil wir haben logischerweise jetzt die Option. Sehen wir für den Start, sehen wir nicht für den Start. Was wäre die sichere Option? Bei den Papers, Please war es ein bisschen eindeutig. Man hat schon gemerkt, dass die Leute, die außen stehen, halt einfach ein bisschen Übermacht haben und man nicht für längere Zeit den Start helfen sollte, weil er halt eh irgendwann untergehen wird. Und du konntest halt auch perfekt deine Sachen geheim halten von dem Start. Deswegen im Papers, Please fand ich das ein bisschen eindeutiger als hier jetzt. Hier in Not for Broadcast ist es irgendwie nicht so eindeutig. Warum ist der Teleport hier rot markiert gerade?
Weil es kann ja auch sein, dass das jetzt komplett schief gehen wird, wenn wir den, ne? Dieser korrupten, klar. Wenn wir dieser Organisation weiterhelfen. I don't know. Weil die Sache ist auch, du hast halt so viel Freiraum in dem Spiel, dass halt, dass wirklich jeder kleine Unterschied. Spielst jetzt das Mixtape als erstes, als zweites, als drittes. Spielst du das Mixtape überhaupt? Machst du das mit? Machst du dies mit? Du hast so viele Möglichkeiten da, wie du verkacken könntest, wie du die Storyline ändern könntest. Das ist unglaublich. Aber das gefällt mir auch so krass an Not for Podcast. Weil du bist halt nicht so eingegrenzt. Du hast wirklich... Also natürlich, dein Entscheidungsfeld ist so, dass das kannst du dir merken. Das ist nicht so überall Funktionen, überall Fähigkeiten, dass du gar nicht mehr hinterherkommst und alles verpasst. Deswegen, das ist noch sehr, sehr schön gemacht, dass du hinterherkommst, dass du dir alles merken kannst. Aber du hast viel, viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten als in Papers, Please. Das finde ich so krass. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr an dem Spiel. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich meine, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, es wurde letztes Jahr released, 2022. Ich glaube, da hat man einiges vom Spielebereich schon gelernt. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Nachfolger von Papers, Please, finde ich. Also klar, Papers, Please hat komplett unterschiedliche Entwickler. Aber ich finde, weil ich habe die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, was so ähnlich ist wie Papers, Please. Wo du halt einen eigentlich normalen Job machst, aber halt irgendwie ein schönes Thema hast, was du begleitest. Und du hast Entscheidungsrecht über mehrere Endings. Wird der Staat gestürzt, wird der Staat nicht gestürzt. Das hat mir jetzt schon ein bisschen sehr gefehlt. Und da jetzt noch for Broadcast zu haben, was halt in mehrere Themen eintaucht, ist halt sehr, sehr schön. Also obviously haben wir wieder dieses Staat stürzen oder Staat nicht stürzen. Aber ich finde, diesmal haben wir das mehr in der Richtung, die Welt mehr impactet, finde ich. Weil vor allen Dingen deutsche Geschichte ist natürlich, ne, da ein bisschen stärker. Und ich finde, die macht in Not for Broadcast gerade ein bisschen, man hat zumindest das Gefühl, macht da ein bisschen mehr aus. Einfach nur einen Staat stürzen ist halt so cool. Aber halt wirklich mit diesem Hintergrund. Na, man hat eine Regierung, die korrupt ist. Arme werden abgezockt, Reiche werden abgezockt. Das ist schon interesting. Macht schon Spaß zu spielen. Ich war am Wochenende gar nicht in der Kanne. Ist vielleicht auch okay. Ist vielleicht auch besser. Da sind unsere Elektronebel. Ach, danke. Hallo? Ich würde gerne gehen. Danke. Oh mein Gott. Besiege einen Gegner. Ja, natürlich kann er sich TPen. Ah, shit. Wenn ich mich richtig daran erinnere, ist ja auf Freitag Event in Afterlife. Und ratet mal, wer bisher nicht so viel verbreitet hat. Genau, Asera. Wie konntest du nur, Asera? Ich hab die Erlebnispass eh schon voll. Oh, oh. Keine weiteren Fragen. Das finde ich aber sehr schön, dass Not for Broadcast jetzt so eine krasse Steigerung hatte, dass das Spiel jetzt wirklich nochmal richtig catcht. Also klar, das ist halt immer so Anfang vom Spiel langsam und natürlich will man nicht den Plot direkt zeigen, verraten, whatever. Aber es ist halt, ich finde jetzt halt Not for Broadcast nochmal so ein extra Punch in the Face, der man will unbedingt weiterspielen, man will unbedingt weiterschauen. Wenn davor war es schon cool, das Konzept war nice, hat man gern gesehen. Aber natürlich wäre es so weitergegangen, so, na, man macht nur die Nachrichten, wäre halt ein bisschen lame gewesen. Aber bisher, I like. This scenery is wonderful. Danke, Kasua. Surely enough to convince anyone to become a wanderer.
Ja, ich bin erst 32. Ich weiß nicht, ob ich den Battle Pass noch schaffe. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, ich habe ihn nicht ohne Grund gekauft. Wie hoch dauern sie mal eigentlich? Bei 290 dann. Okay. Thank you for completing my service. Ich habe keinen Battle Pass. Aber hast ihn trotzdem zu 100% completed. Auch gut. Ich würde behaupten, wir gehen jetzt noch nach Legoland. Aber wir können natürlich... Ne, weiß nicht. Ne, ich glaube, Sumo haben wir... sind noch nicht so viel erkundet, aber die obviously... Kisten halt. Deswegen, wir gehen jetzt nach Legoland. Holen uns 4 silberne Kisten. 4 krassere Kisten. Und gut 2... Ja gut, wir können auch so 5 krassere Kisten holen eigentlich. Wir können uns auch 5 krassere Kisten holen. Ich bin doch nicht müde, nein. Oh je. Yeah. So, da ist schon mal Shit da drüben, was mir gefällt. Gucken wir uns kurz mal ein bisschen um. Gehen wir doch mal darüber, oder? Ah, hier haben wir auch noch Shit, der mir gefällt. Also übrigens, sorry, dass es jetzt so leckt. Aber wir kommen bei Genshin die Wüste. Genshin die Wüste Teil 3. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Achso, du gibst einen Scheiß auf mich. Ernsthaft? Lol. Oh. Evil Beef. Ah, ja, okay. Dann komme ich halt nicht als rohe Hühnchen. Ich komme da runter. So, warte mal. Weil du kannst ja jetzt auch, ne? Wir können ja auch mal kurz hier rüber gehen. Wir können das hier aktivieren. Hier wir so machen. Genau. Und wir können das aktivieren. Und wir können das aktivieren. Da ist noch eins. Shit. Gucken wir mal, das eine bleibt jetzt an. Nee, mach doch mal einen Abgang. Achso. Muss schlagen. Idiot. Coolio. Eine hübsche Geste. Alter. So, machen wir die Zeitaufgabe. Ich habe nicht ewig auf den Ruinenwächter eingeschlagen. Ach, na dann. Wenn das so ist. 19 muss ich einsammeln. So, wo soll ich jetzt hin? Oh. Shit. Komm gleich hoch. Ja, ob ich das schaffe, I don't know. Ja. Zum Glück habe ich Elan. Oh, wir haben dafür eine Holzkiste bekommen, ernsthaft. Besser als Kontokiste. Der den Mondstein nicht mal Geld gebracht. Ich habe keinen fuck.
Kann ich da jetzt hoch am dümmsten? Hier, oder? Könnte ja Venti verwenden. Oder ich könnte es auch sein lassen. Gimme, gimme, gimme. So, und dann holen wir noch 3 hübsche Kisten. Ne? Und eine Holz. Der perfekte Sandsturm, ernsthaft? Ich meine, danke, aber warum? Was willst du denn, du Kackhaufen da unten? Aua. Ich habe da eine Aufgabe gesehen. Weichen den Angriffen aus. Oh. Wer nicht den anderen Angriffen ausweichen muss, ernsthaft? Cool, ja. Ja, warum habe ich diesen Fan hier bei mir? Das ist noch eine Kiste. Oh, da ist alles. Ich glaube, bringt die Urgestein? Ich weiß gerade gar nicht. Bringt die Urgestein? Können Sie mal testen, ne? Oh, den Loot brauche ich eh. Bringst du? Ja. Lol. Dann sind die ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Hier ist ernsthaft nochmal eine Holzkiste. Lame. Wir haben heute den Hitchy-Boy eingesperrt. Was ist denn los mit euch? Ja, Jeland ist schon cool. Jeland ist schon hot. Der Ruinenwächter macht sich endlich. Macht endlich einen Abgang. So, dann gehen wir mal nach da oben. Was ist denn hier los? Achso. Keine weiteren Fragen. Ich habe mir gar nicht das Achievement durchgelesen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ey, aber nochmal einen. Oh mein Gott. Warum gibt es hier denn so viele scheiß kleine Kisten? Ne? Okay, ernsthaft? Da wird jetzt noch ein Big Boy. Jetzt ist die kleine Kiste nicht mehr wert. Hallo, Brücken. Nee, aufhören. Die. Goodbye. Ja, wir haben hier unten einen Seeli. Die Kisten sind nur da, um mich zu nerven, wenn ich Zoomer 100% mache. Also, sind wir mal ehrlich, wir können froh sein, dass seit Inazuma wir wenigstens Urgestein aus den Kisten bekommen. Und nicht wie in Mondstadt gar nicht rausbekommen. Oder aus dieser hübschen Kiste 2 Urgestein bekommen. Also wir können froh sein, dass die Urgestein erhöht worden ist, weil das war mal anders. Und es tat sehr, sehr weh. Weil bis du da mal gut Urgestein hattest, war Weihnachten. Ja, sorry, aber ich will eure Kiste haben. Mondstadt gab's nichts. Naja, du hast halt nichts für die hier Holzkisten bekommen. Du hast halt nur Items bekommen, aber die sind halt so langweilig, wenn du... Achso, hier ist ein Eingang. Die sind halt so langweilig, wenn du irgendwann High-Level bist und nicht mehr auf blaue Artefakte angewiesen bist. Oder auf 3-Sterne-Waffen. Deswegen, wenn ich heute noch diese Holzkisten in Mondstadt öffne, also, oder sehe, lasse ich ja mal in Ruhe. Das ist Pain. Ich habe nie drauf geachtet. Ja, ich denke auch nicht. Mir ist das nur irgendwann aufgefallen, als ich von Inazuma zurückkam und mir dachte, warum bringen Holzkisten keinen Urgestein?
War dann ganz komisch. Ich weiß nicht, hört ihr mich gerade eigentlich noch? OBS sagt nicht gerade anders, deswegen. Wie viele doofe Kisten bekomme ich denn? Was ist das denn? Also ich habe eh genug. Na dann. Coolio. Wenigstens habe ich. Man hört sie, okay. Ist ein Radikimura da? Nee, oder? Nee, gut. Da gehört schon. Und ich kurz meinen Stream bei YouTube geöffnet und war so, wait a minute. Wait a goddamn minute. Wow. Danke, Asera, danke. Was soll ich? Achso, ja, genau. Guten Tag, Sir. Thank you very much, Sir. Svenja, bei der Beziehung spielt Star Wars, The Fallen Jedi oder Essen. Ab in die Kanne, let's go. 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 Darf ich jetzt endlich mal in die Kanne? Hallo? Dauert ja genauso lang, wie wenn ich nach Super rum möchte. Nervig. Wir sind in der Kanne. Let's go. Wir sind in der Kanne. Let's go. Wir sind in der Kanne. Let's go. Wir gehen aus der Kanne. Let's go. Wir gehen aus der Kanne. Let's go. Wir gehen aus der Kanne. Let's go. Nein, ich bin müde. Wie kommt ihr da drauf? Never. Never ever. Coolio, das haben wir auch. Und dann gehen wir wischen. Oh, I'm looking forward to this. We're going to hunt. We're going to hunt. Wir machen einfach mal einen Wish als Radikimura. Und wenn wir ein 5-Star ziehen, dann ist der Perk für den nächsten Stream auch mal kostenlos. Ich will es aber mal ausprobieren. Wenn da was kommt. Oh, oh, oh. Mehr habe ich nicht zu sagen. Bekomme ich dann Mod? Nee, das wäre lame. Überhaupt hast du nicht Mod danken abgelehnt? Weil du meintest, ach, bei Rose ist zu viel. Daisy ist zu viel für kleiner Sera. Dann auch bei Ratte. Aber wir versuchen es mal. Ich dachte gerade schon. Yay. Book. Da. Cool, ja.
wo das letzte Mal schon schauen, was das Boot bringt. Also Auflader. Okay, ich habe schon nachgeschaut. Sehe nicht, aber es ist ein Crew-Date-Buch. Deswegen, beautiful. Haben wir nicht irgendwie letztens eine neue Waffe bekommen, die ich noch nie gesehen habe? Ja, ich glaube den Bogen hier. Der Angriff hat. Mhm. Coolio. Coolio. Da haben wir schon wieder 0:30 Uhr Zeit. Wo gehst du denn hin? Was soll denn das Zeit? Zeitinant? Ach stimmt, was ich eigentlich machen könnte, ich könnte einfach mal aufhören, Genshin in Vollbild zu spielen. Vielleicht läuft es dann besser in der Wüste. Vielleicht sollte ich das mal machen, ja. Wo ich das die Woche vergesse. Baut man seine eigentlich auf Aufladerate? Ich glaube nicht. Ich glaube, man baut seine auf Angriff. Ich würde es zumindest verwundern, würde man ihn auf Auflader bauen, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe seine nicht. Ich habe seine nämlich nicht. Was ich aber habe, ist eine Channel. Und ich will mal was herausfinden. Gut, das ist ein normaler Angriff. Coolio. Eisfeder versucht je nachdem, ob gedrückt oder gedrückt halten. Cryo Damage. Macht Cryo Damage. Cryo Flächenschaden. Erhöht den Gegner mit schnellen heftigen Schlägen Angriff aus dem Fall damit out. Spezial für die zugefügten Cryo-Schaden basierend auf Channels eigenen Angriff. Der Effekt Eisfeder lischt nach dem Ende der Wirkungsdauer oder nach den blablabla. So, beim Treffen mehrere Gegner mit einem einzelnen Cryo-Schaden, eine Anzahl der getroffenen Gegner entsprechend. Blablabla, okay. Verursacht Cryo-Flächenschaden. Gegnern verringert Verlauf Cryo-Schaden zu. Umfrauen 15%, was auch immer das sein soll. Da erhöht Cryo-Schaden-Bonus aktueller Figur. Okay. Okay, hier steht 4,6. Vielleicht eine Anwendung von Mantra der Geisterbeschwörung. Die Channel allen Truppenmitgliedern in der Nähe folgende Effekte drücken. Hier mit einer Metapher. Ja, 10 Sekunden lang 15%. Oh. Interesting, interesting. Erhöht bei 20-stündigen Erkundungssendungen Liebe. Achso, das ist okay. Ja gut, 15%, ne? Erhöht den Standardangriff, erhöht die Elementarfähigkeit. Interesting. Trotzdem kaum useful. Für Non-Carry-User. Hallo Janis, willkommen zum Stream. Und willkommen zum Ende vom Stream, weil ich, gucke auf die Uhr und denke mir so, alter Ratte, warum tust du dir das eigentlich nur an? Warum tust du dir das eigentlich nur an? Ich freue mich aber auf den nächsten Stream, wo wir Not for Broadcast spielen, weil das Spiel macht actually viel Spaß. Macht extrem viel Spaß. Wenn gut. Dauert auch extrem lang. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir bisher drin haben. Ich glaube 6 jetzt schon. Ich gucke mal kurz nach. Ich lunze mal kurz. Wir haben in Not for Broadcast haben wir 200 Stunden. Nee, fast 6 Stunden. 5,8. Das ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Und das bisher nur für das Base Game. Ist schon krass. Das ist schon krass. So. Also bevor ich losziehe, gehe ich mal ganz kurz ausnahmsweise auf Twitter. Gehe mal ganz kurz zu Overwatch. Weil wir haben ja bald April. Ja, guess what? Wir haben bald April. Und ich will. Also, wohin gehen wir denn? Overwatch.de, Overwatch EU? Warum gibt es hier denn kein... Egal, dann gehen wir Overwatch EU. Nee, das ist das Falsche.
Und das Pachimari-Event bisher noch dabei. Es kommt nämlich bald das Aufstandsevent und darauf freue ich mich mega. Da habe ich richtig Lust, das zu spielen. Da freue ich mich mega drauf. So. Aber der Babe hat auch diesen wunderschönen, fantastischen, gerade cool Livestream. Weil wir sind zu spät live gegangen. Aber es war trotzdem okay. Wir haben trotzdem einen wunderschönen Stream gehabt. Die Janis, obviously, gute Besserung. Wenn man nicht pennen kann, das ist richtig scheiße. Ich fühle deinen Schmerz. Aber vielleicht findest du noch ein bisschen Ablenkung auf YouTube. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Ablenkung. Aber ich brauche eindeutig Schlaf. Ich bin viel zu müde. Und wenn ich morgen wieder antanze, nur mit 3 Stunden Schlaf, was wahrscheinlich passieren wird. Aber werde ich weinen. Deswegen, war doch ein wunderschöner Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Seid das Ganze mit den Kühlschränken, Weihnachtsbäumen, Radikuliens und Radikuliens. Hatten einen wunderschönen Stream gehabt. Not for Podcast war heute extrem spannend. Wirklich extrem spannend. Hat mir sehr gefallen. Und Genji am Ende, ja. Nicht gezogen, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Euch wünsche ich einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Und hoffentlich hören wir uns morgen 20 Uhr entweder zu Not for Broadcast oder zu Minecraft Afterlife wieder. Bis dahin. Bye bye. Suicide.